Moin Moin bei Pardauts, ich bin Nico und mir ist zu Ohren gekommen, dass es eine Fire Emblem Warriors Three Hopes Demo gibt und ja, ich dachte, ich spiele die einfach mal, weil ich habe ja auch Fire Emblem Three Houses durchgespielt und ich mache hier direkt einfach weiter und das erste Fire Emblem Warriors hatte ich auch auf dem Kanal, also ergibt sich das. Ich habe mir nichts angeguckt, außer den Ankündigungstrailer damals, das heißt, ich gehe da relativ jungfräulich ran und habe tatsächlich echt Bock, weil ich einfach Fire Emblem liebe und da mega Bock drauf haben. Die Warriors-Spiele, die sind halt auch schon spaßig. Sind schon fancy. So, Sprache ändern. Ich glaube, Extras, was ist Extras? Einstellung, nö, ach. Ich glaube, das ist alles okay. Ich fange jetzt einfach an. Neues Spiel, gib ihm. Einfach, für Anfänger. Nee, komm, wir machen normal. Einfach, ja. Was ist das hier? Gefallene Einheiten kehren nach dem Kampf zurück oder gefallene Einheiten sind für immer verloren. Ab Kapitel 4. Jede Entscheidung zählt. Oh Gott, ich glaube, das ist mir emotional zu belastend. Wir machen Anfänger. Ich will nicht, dass die für immer sterben. Oh Gott, noch mehr. Langsam und beständig lies in Ruhe strategische Hilfen wie Level-Up-Infos, Missionsbeschreibung, Tutorial-Meldung im Kampf durch oder bleibe im Fluss und schalte Level-Up-Infos sowie Missionstexte aus. Nur wichtige Tutorials werden eingeblendet. Ich mache mal langsam und beständig, kann das später immer noch ändern, aber ich glaube zum Reinkommen können wir es mal so machen. Yes. Nehme ich natürlich Slot 1 rein. Oh, geht los. All this bloodshed. Will it never come to an end? Hello? Where is that freeloader, huh? I know you're napping around here somewhere. On your feet and back to work already, yeah? Finally. Come on, sunshine, up and at 'em. Oh, okay, jetzt kann ich meinen Charakter auswählen. Ihn oder sie? Ihn oder sie? Sie. Ich glaube, ich nehme sie. Finde ich besser. Ist das so? Ja. Hey, get up already! Sorry, what's going on? What's going on? Did your head spring a leak while you were napping? Better see if you can even remember your name. Oh Gott. Warte, nein. Nein, nein, nein. Ich will einen Namen. Ich will einen Namen. Ich habe einmal zu oft gedrückt. So. Ja, komm. Einfach so. Well, looks like there's hope for you yet. Dich entrüstet Back off, you geben. sack of guts. I'm just resting up for the battle.
Yeah, well, the battle's on our doorstep, so you're lucky I like you enough to wake you. You heard who we're up against, yeah? Geralt's mercenaries. Gonna be one hell of a fight if true, especially if the Ashen Demon is here. Don't like a smidge of what I've heard about that fella. Or was it a woman? Leave it to you to fumble the details. Did you even catch this Ashen Demon's name? Of course I did. It was... by the goddess, it's right on the tip of my tongue. Oh Gott. Ja, auch weiblich Beilev. Ja. Ja, kann Beilev heißen. Ist okay. Yeah, that's it. Demon or no demon, our job is to fight and win. You sound just like the captain. I know they paid up front, but come on. Well, at least one of you has some courage. You've certainly come a long way since I plucked you from that mountain village. But this battle is about more than just victory. Geralt's team has a sterling reputation. Rumor has it they've never blundered even a single job. But once we put them to rout, we'll finally be the greatest mercenaries in all of Leicester. Enemy activity detected, Captain. Looks like we'll be fighting by moonlight. Mind you don't kill each other in the dark. Wasn't expecting a fight so soon, but I guess there's nothing for it. You ready? Ready as I'll ever be. Good luck, friend. And double to you. All right, let's get down to business. Oh, es geht direkt We're los. up against Geralt's mercenaries. Ich will aber gar nicht gegen Geralt's Mercenaries kämpfen, ehrlich gesagt. Also klar, bewegen, anhaltendes Bewegen lässt sich in den Sport übergehen. Ja, das ist wie immer. Ah, die Karte sieht auch aus, wie man es gewohnt ist. Vielleicht bringen sie mir bei, dass mit Y angreifen kann, wahrscheinlich. Ja, das sagen sie gar nicht. Okay, also Y sind die schwachen Angriffe, X sind die starken. Besiege zusammen mit Getz und Leslies Truppen die Gegner in der Nähe. Ich mache mein Bestes. Genau, normaler Angriff Y. Nach einem normalen Angriff, einen Kraftangriff, kann man dann X drücken. Kombiniere normale Angriffe und Kraftangriffe zu Angriffsserien. Ja, okay, das ist das gleiche Prinzip. So. Gott, die Trefferzahl ist schon ganz schön hoch. Jede Klasse verfügt über ihre ganz eigene, einzigartige Klassenaktion. Padauz ist aktuell Myrmidone, weil ich die Klassen dann einfach durchswitchen kann später. Halte X gedrückt, um die Klassenanzeige zu laden. Und dann lass los, um einen mächtigen Angriff mit großer Reichweite auszuführen. Die Einheit kann sich während des Ladens bewegen. Halte während eines Kraftangriffs X gedrückt, um die Ladezeit der nächsten Klassenaktion zu senken. Ah, ja, okay. Das heißt, ich könnte jetzt so, den... Ne, so das nicht funktioniert. Ah ja, das ist das Ding, okay. Und dabei kann man sich bewegen, ist schon mal schön. Was steht oben? Wirbelschlag laden, Max-Anzeige loslassen, Kraftangriff, Anzeige füllen. Also muss ich denn danach... Nee, irgendwie, ich dachte, ich könnte nach dem Kraftangriff die Klassenaktion aufladen, aber das funktioniert gerade irgendwie nicht. Das hätte ich auch cool gefunden. Oder ich mach's gerade noch falsch. So, wie markiere ich den? Mit R3. Genau, besiege den Söldnerkommandanten. Drücke R3, wenn ein Pfeil über dem Kopf eines Gegners angezeigt wird, um diesen anzuvisieren. Die Kamera bleibt nun auf dein Ziel gerichtet. Bewege R nach links und rechts, um das Ziel zu wechseln. Also Klassik. Während des Kampfes wirst du beauftragt, verschiedene Missionen zu erfüllen. Um den Kampf zu gewinnen, müssen die Hauptmissionen abgeschlossen werden. Okay, ja, das kriege ich hoffentlich hin. Okay, ZL ist Abwehren und B ist Ausweichen. Mal gucken, wie wichtig Abwehren ist in dem Spiel. Meistens ist es ja immer so ein Ausweichding. Das ist aber ganz lustig, dass die Damage-Zahlen auch so angezeigt werden.
Drücke R, um Schnellmenü 1 anzuzeigen. Drücke Y oder X, wenn Schnellmenü 1 angezeigt wird, um Kampftechniken oder Magie einzusetzen. Hallo Lüdke, grüß dich, wie geht's dir? Du kannst dieselbe Kampftechnik, kannst mir gerne sagen, ob Audio okay ist, ob man das Spiel hört und mich auch. Du kannst dieselbe Kampftechnik oder Magie nicht mehrmals hintereinander einsetzen, sondern musst zunächst eine gewisse Zeit lang warten. Der Einsatz von Kampftechniken und Magie senkt die Haltbarkeit deiner Waffe. Ist die Haltbarkeit zu niedrig, kannst du die entsprechende Kampftechnik oder Magie nicht einsetzen. Die Haltbarkeit wird am Ende des Kampfes wiederhergestellt. Ah, so funktioniert das. Ist nicht ein Fire Emblem Warriors wie das andere oder hast du schon was Neues entdeckt? Ich habe tatsächlich eben gerade erst angemacht. Bisher ist es genauso wie man es erwartet. Aber ich bin noch in der Tutorial-Phase, kann da nicht so viel sagen. So, warte mal, welche Taste war das? Genau, tiefer Fall, Zornschlag. Ah ja. Ich sollte mal wieder markieren. Tiefer Fall. Und das Ding wäre zum Beispiel stark gegen fliegende Einheiten. Zurückgelassene Items KP wiederherstellen. Sammle grüne Tränke auf, um deinen KP-Balken aufzufüllen. Und ich finde halt gut, dass das Spiel tatsächlich Free Houses Setting ist, weil das mochte ich sehr. Aber ich würde mir mehr Liebe für Path of Radiance, Radiant Dawn wünschen, weil die im letzten Fire Emblem Warriors auch irgendwie gar nicht vorkamen, die Charaktere. Und Ike ist schon der coolste. Die Truppen von Getz und Leslie haben sich getrennt, begibt zum Dorfruinenpfad. Ja, Basiskommandant. Auf Schlachtfeldern befinden sich Basen. Diese werden von den am Kampf beteiligten Parteien kontrolliert. Die Basen dienen als Ausgangspunkt für die Soldaten einer jeden Seite. Du kannst eine Basis erobern, indem du den Basiskommandanten besiegst. Auch das kennt man. So, komm her. Erledigt. Ich mochte das bei Hyrule Warriors, dass man so und so viele Gegner getötet hat, dass irgendwo auf dem Feld eine goldene Skulptur aufgetaucht ist. Das war irgendwie noch so eine Zusatzkomponente, die mir schon gefallen hat. Hauptmission: Leere die starre Anzeige der Bollwerkkommandanten und siege mit einem kritischen Ansturm. Okay. Gelegentlich erscheint über dem Kopf eines gegnerischen Kommandanten eine starre Anzeige. Greife weiter an, um die Anzeige vollständig zu leeren. Drücke anschließend X, um einen kritischen Ansturm auszuführen. Die starre Anzeige erscheint, wenn du den Gegner mit gewissen Angriffen triffst oder wenn der Gegner bestimmte Aktionen ausführt. Ja, wie bei Hyrule Warriors auch dieses Schildding. Ich dachte nur Harle steht auf Ike. Nein, ich selber, also tatsächlich Path of Radiance ist auch mit meinem Lieblingsteil. Also ich finde Ike auch super. Die starre Anzeige erscheint, wenn du einen Gegner mit Kampfmagie oder offensiven Kampftechniken triffst. Du eine perfekte Parade ausführst. Okay, also man kann im richtigen Moment wohl kontern. Ein Gegner sich darauf vorbereitet, Kampftechniken oder Magie einzusetzen oder ein Angriff einen Gegner zu rückstößt. Also das mit der perfekten Parade, warte mal, ZL war blocken, das könnte man mal probieren. Ah, okay. Ja, das ist ganz nice, dann kann man das halt auch mal forcieren. Und jetzt machen wir mal einen kritischen Ansturm, oder wie es hieß. Oh ja, hat gut funktioniert. Bollwerke. Auf dem Schlachtfeld befinden sich Bollwerke. Diese werden von den verschiedenen Parteien kontrolliert, die am Kampf beteiligt sind. Sowohl Gegner als auch Verbündete erhalten langsam KP zurück, solange sie sich in einem Bollwerk befinden, das sie selbst kontrollieren. Du kannst ein Bollwerk erobern, indem du den Bollwerkkommandanten besiegst. Mann, das ist ein doofes Wort. Zurückgelassene Items, Haltbarkeit wiederherstellen, sammle violette Kristalle auf, um die Haltbarkeit deiner Waffe wiederherzustellen. Oh, ja, das ist gut. Das ist gut. Ich dachte nämlich vorhin nur am Ende eines Kampfes, nur das eine Mal. Ist ja ein bisschen mau. Aber wenn es zwischendurch auch geht, dann... Oh, ich gehe mal oben links in meine Base, die brauchen da Hilfe. Okay, mit L3 kann man die Karte ein bisschen ranzoomen. Die Tür ist zu, das macht mich unglücklich. Hauptmission: besiege die Hauptstreitmacht von Geralds Söldnern. Weil der gleiche Dämon kommt. Wo das X ist, sind die Türen dann immer zu, oder was ist das? Ja, okay, dann ist das ja jetzt... Klar, ich habe nur eine Option. Das tatsächlich, Marie und ich spielen zurzeit hin und wieder, ich weiß gar nicht wie genau der hieß, Samurai Warriors 5 oder sowas. Das macht tatsächlich auch sehr viel Spaß. Das Einzige, was nervig ist, also es hat halt einen Multiplayer, man kann das zusammenspielen, aber immer erst, wenn einer von beiden die Mission schon mal gespielt hat.
Da weiß ich nicht, warum man das so gemacht hat. Und generell, das sind so eine Spiele, die komplett geil in Multiplayer sind, aber die kriegen das nicht hin, diese Spiele mal im Multiplayer zu machen. Das verstehe ich halt absolut nicht. Wahrscheinlich die aufgeladen... ey, warum trifft der? Kann man wahrscheinlich nicht kontern. Also diese roten da werde ich aufpassen müssen. Verstärker für Geralds Söldner ist aufgetaucht. Ja komm, hier, den Kommandanten mal auch tot. Krieger, Spezialangriffe. Drücke A, wenn deine Kriegeranzeige voll ist, um einen Krieger-Spezialangriff zu entfesseln. So füllst du die Kriegeranzeige. Gegnern Schaden zufügen, Schaden erleiden oder gelbe Tränke aufsammeln. Ja, das ist auch Klassiker. Ja, komm, machen wir mal. Der Gesamtschaden unten rechts. Einfach so eine MMO-Zahl. Bam, gib mir das. So, wo geht's lang? Aber hier ist es, muss man glaube ich nicht den Kombo-Meter die ganze Zeit oben halten, wie bei Samurai Warriors ist da mal ein bisschen anstrengend. Also sobald man für x Sekunden keinen Gegner mehr angegriffen hat, ist der Kombo-Zähler wieder auf 0, man kriegt einen schlechteren Rang am Ende der Mission. Und das stresst halt ungemein, ne? Und das scheint hier nicht machen zu müssen. Oh, perfektes Ausweichmanöver. Das geht halt auch. Das hatten sie, glaube ich, bei Hyrule Warriors 2 eingeführt. Und beim ersten gab es das noch nicht. Ja, also mir geht's auch ganz gut. Ich war gestern auf einem Event von einem Kollegen, der entwickelt halt AR, Augmented Reality Spiele. Und hat halt ein Promo-Event gemacht für sein aktuelles Augmented Reality Escape Room Game. Und das hat echt Spaß gemacht, war cool, gab kostenlos Verpflegung, Getränke, mega viele Kollegen vom Studium wieder gesehen, ein paar Programmer, ein paar Artists und ich war gegen 3 Uhr morgens zu Hause und gegen 8 Uhr hat mich die Katze geweckt. Byleth. Byleth. Stand down or die. Ich will nicht gegen Byleth kämpfen. Außerdem ist die OP erst fuck. Oh ja, Zornerschlag ging in die falsche Richtung. Besiege Byleth, um die Truppen der Berling zu rächen. Ja, komm. Bin mal gespannt, wie schwer das ist gegen so einen starken Kommandanten. Okay, ich kriege auf jeden Fall ein bisschen aufs Fressbrett. Ich glaube, das ist ein Kampf, den muss ich verlieren. Oh, jetzt fallen. Nein, das ist auch unrealistisch. Wie soll man gegen Byleth gewinnen? Wie? Perish with you. The cycle of this world, I will not allow it to perish with you. Okay, was geht jetzt ab? Where did you get that power? No escape. No idea. It's just what I need to bring you down. Ah ja, okay. Das ist ein starker Move. Ich weiß halt nicht, ob ich... ich weiß immer nicht, welche Schläge ich kontern kann. Elite-Truppen. Byleth hat sich vorübergehend zurückfallen lassen, ist einfach abgehauen, als würde sie das machen. Okay, Elite-Truppen besiegen. Bleibe ich jetzt in dem Modus? Uiuiui.
hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so früh auf einmal so OP werde. So, geht drauf. Und wegen Elite-Soldat. Elite-Nappe ist das. Ja. 631 Treffer. Fighting like an entirely different person. Ah, jetzt ist sie wieder da. Ne, irgendwie kriege ich das Konter noch nicht. Aber ich weiß auch nicht, ist das Konter aber aus wieder mal. Im Zweifel kann man ja mal ausweichen. Sorry, but this fight is over. Hey, wait! Why? We've achieved our goal. Your job was to stop us, and you failed. Another time, perhaps. Hey, we're not done here! Wait, why am I so tired? Mir persönlich wäre gruselig, Lütke. Und woher weißt du das? Wo siehst du das? Huh? Where am I? Oh good, you're awake. Not sure I would have been able to sleep at night with your blood on my hands. Fragen, was vor sich geht. Versuchen die Stimme einzuordnen. Ah, fragen, was vor sich Am geht. I dead? No, not yet. And you're not a good listener either. Did I not just say how pleased I am that you're still alive? Regardless, I'm a being who exists on the edge of dreams and reality. You may call me Arval. Ah, okay. Danke, Lütke. Wusste ich nicht. But for now, let me speak plain. You are slated to die. Right now, I'm the only thing holding your meager life together. And to be blunt, it's beginning to tire me. Thank you? Oh, my. That's the first time anyone has ever shown me gratitude. And I must say, I like it very much. Hear me well. You are a crucial piece of this world's cyclical... No, this will never do. You're far too groggy to absorb what I'm saying. For now, I needn't tell you how you'll get back on your feet. I need only convince you that you will. I don't understand. I'm already up and about. Ah, perhaps here you are, but not in reality where it counts. Your cluelessness is actually quite charming. I think you're starting to grow on me. Still, the important thing is what you do after you wake. And what should that be? Recall, please, how the Ashen Demon bested you. Came within an inch of snuffing out your life. If you attempt the fight again the same way, you will reach the same conclusion. This would force me to step in once more, which would be most annoying and also rather counterproductive, if I'm honest. Then I'll get stronger. The woman I am now will seem like a little kid in comparison. And one day, I will surpass the Ashen Demon. I swear it. Indeed. My captain and comrades are dead. The company is finished. So there's only one thing I can do. Start over. Huh. I thought you to be more sentimental. Did they not take you in? Care for you? Gold's the only thing that ever held us together, and death is something we're all too used to.
I never knew my real parents, and I lost the mother who raised me. Parting's just come easy to me, I guess. The best way to honor my fallen comrades is by training hard and growing even stronger. Then I'll crush Geralt's mercenaries, and the Ashen Demon with them. That's what I'm going to live for now. Oh, but I like your spirit, though I expected no less from my partner in destiny. I'm sorry, what? Yes, I suppose that was a bit sudden. I should remember, take intimacy in smaller steps. The point is that I'm here to guide you, and I promise to help you find the strength to see your dreams realized. Na, das speichern wir doch mal ab. Bin mal gespannt, wie lang die Demo geht. Prolog, zufällige Begegnung. A chance encounter. The continent of Fodlan, said to be protected by a goddess, has existed for uncountable ages. Now, 3 ruling powers control the land. To the south is a region held for more than 1,000 years by the Adrestian Empire. To the north is the Holy Kingdom of Fargus, ruled by the royal family and its knights. And to the east, a league of nobles that bends no knee rules the Leicester Alliance. Though once consumed in war, these 3 powers now exist in relative harmony. Nestled between them is Garreg-Mach Monastery, seat of the Church of Saros, the land's widely practiced faith, and a power that helps to maintain peace across the continent. Not far from the monastery, at the northern edge of the empire, is a small village called Ramire, and west of this place stretches a forest where a lone mercenary awaits. Hey, wake up! Ugh, how many times must we do this? Get up already! Huh? That's weird. I could have sworn I heard someone calling me. It's still dark out, though. Hello, yes, I was calling you. Many times, I might add. Come on, I told you not to sneak up on me like that. As if I have a choice. Do you know how many times you would have died by now if not for me? I'll tell you. 22. The 3 times you leapt off a cliff to quote-unquote get tougher saved you. Those 5 mad attempts to dispatch a horde of monsters by yourself saved you. And tonight, despite my repeated warnings, you took the wrong path and ended up having to sleep on a bed of leaves in the middle of the woods. You're right. This was all my fault, and I'm sorry. Strange. That's exactly what I wanted to hear, yet somehow I'm the one who feels bad now. I must remember this tactic. At any rate, we all make a few mistakes along the way. And by we, I mean you. And by a few, I mean far, far more than average. Now then, with that out of the way, would you like to know why I've roused you from your mud-caked slumber? Actually, it's probably easier to show rather than tell at this point. Look over there, if you would. Stop plowing ahead, Claude. You're going to get us lost. Lost schmost. We've got it on Imperial authority that this is the way to the village. True, I said there was a village, but how could anyone know where it is in the thick of these mountains? I can't even say for certain where we are in all this gloom.
Okay, new plan. I'll rely on my keen senses to navigate. Lucky for you, they're sharp as an arrow. Hold, both of you. Someone's here. Another bandit, perhaps? They're mistaking you for some common backwater thief. What cheek. Well, hold on there. I'm no bandit. I'm a mercenary. Well, that makes everything better. A bandit would be far less out of place in these woods than a sellsword. What brings you here? We've no time for an interrogation. Our pursuers are closing in. I don't know who you people are or what you want, but I think introductions can wait. You clearly need every blade you can find, and my pockets have been feeling awfully light lately. What do you say? Well, since you're here, Oh, do you mind stepping in and helping us chase off these scary bandits? Don't worry about payment. Oh, You'll warte, receive was war das denn? plenty of coin. If we survive, that Das is. wird mir gar nicht gezeigt, aber ich kann so einen nach vorne Rusher machen, wenn ich ZR drücke. Besiege den Dieb, um den Weg für Edelgard, Dimitri und Claude freizumachen. Ja, komm, mache ich. Klassenwechsel und neue Fertigkeiten. Padauz hat die Klasse gewechselt und ist nun Flügel. Padauz hat eine Signaturfertigkeit erlernt. Bei Signaturfertigkeiten wird zwischen 3 Arten unterschieden: Aktion, Unterstützung und Taktik. Okay. Drücke während eines Kampfes L und X, um dir die Klasse und die Signaturfertigkeiten der Einheit anzusehen, die du gerade befehlst. 1 und X, okay. Aktion, Signaturfertigkeit ist Schatten, Blitz, Level 1, gewährt für wenige Angriffe die Chance, Nicht-Kommandanten sofort zu besiegen. Chance erhöht sich mit Trefferzahl. Drücke ZR, um eine kurze Distanz zu spurten. Ach, das ist das, was ich jetzt eben gemacht habe. Okay, gucken wir das gerade mal an, rechts im Video. Genau, das ist die eine Combo und das ist dieses nach vorne Rushen. Unterstützung, Signaturfertigkeit. Wenn die KP 90% oder mehr betragen, die Füllrate der Kriegeranzeige wird erhöht. Okay, das kann ich mir merken. Aber kann ich... Ja, gut. Man muss später mal ahnen. Credo des Söldners. Beim Befehl zum Angriff bei Gegnern verursacht der Schaden ist um 30% erhöht. Okay. Detail zur Klasse anzeigen. Das ist nochmal was anderes. Flügel. Eine Schwerter nutzende Klasse nur für Padauz. Kann Magie einsetzen. Stark gegen Gegner mit Äxten. Halte während eines beliebigen Kraftangriffs X gedrückt, um die Anzahl an Angriffen zu ändern. Okay, Klassenaktion Details. Drücke X, um einen Angriff zu starten. Klassenanzeige füllt sich. Bla bla bla. Das ist klar. Wenn sich die Klassenanzeige vollständig füllt, fügst du deinem Bestand ein Schwertsymbol hinzu. Maximal 2. Wenn du 2 Schwertsymbole in deinem Bestand hast, verkette X, um deinen Angriff zu ändern. Uiuiui. Hallo Hade. Da hast du einen Punkt. So. Okay. Ja, werd ich noch ahnen müssen. Aber bisher es macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Das ist ja auch wichtig. Ah, falsche Taste, warte mal. Ne, R1 muss ich drücken und dann konnte ich Zornesschlag machen, genau. Ich muss erstmal alles merken, was ich machen kann, ey. Uiuiui. Aber Harle, findest du nicht auch, dass so eine Spiele eher Multiplayer-Koop brauchen? Guck mal, dann könntest du jetzt mich unterstützen mit Edelgard. Zurückgelassene Items, sammle einen Ressourcenbeutel auf, dann erhältst du nach dem Kampf Ressourcen wie Zutaten und Erz. Der Wert der Ressourcen hängt von der Farbe des Beutels ab. Die Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten Wert ist Rot, Orange, Gelb, Grün, Bleu. Okay. Ich finde es immer nervig, wenn man die selber einsammeln muss. Ah, Kostas. Ach komm, wir machen fertig. Ja, tu mal so. Besiege die Truppen des Diebs und sichere den Fluchtweg. Gib mal mein Bestes. Schattenblitz. Ui. Krieg schneller als Edelgard mit. Das ist tatsächlich echt fancy, dass man von A nach B kommt dadurch. Oh yes, gekontert. Klassen und Affinitäten. Auf der Minikarte oder über den Köpfen gegnerischer Kommandanten erscheinen Vorteilssymbole, wenn du über einen Effekt verfügst, durch den du ihnen gegenüber im Vorteil bist. Je mehr vorteilhafte Effekte du und deine Verbündeten gegenüber dem Gegner habt, desto mehr Pfeile nach oben erscheinen, desto leichter ist es, dessen Starranzeige zu lernen.
Es wird zudem einfacher, den Gegner durch Angriffe zurückzustoßen. Der Vorteil kann durch die Klasse bestimmt werden. Unter Klassenfertigkeiten im Statusbildschirm findest du detaillierte Informationen darüber, gegenüber welchen Gegnern die jeweilige Klasse im Vorteil ist. Da Edelgard mit einer Axt ausgerüstet ist und zur Kämpferklasse gehört, ist sie gegenüber lanzennutzenden Gegnern im Vorteil. Ich frage mich, ob man die später nochmal befördern kann. Sowas schreibt der Hale. Brauchen wir diese Art von Spielen überhaupt? Ich meine, sie scheinen ganz okay zu sein, übertrieben. Die ist nicht ein bisschen mit Warrior spielen. Ich meine, das Ding ist, man muss sie halt auch nicht alle spielen. Also zum Beispiel nicht jedes einzelne Dynasty Warriors oder die One Piece Sachen interessieren mich jetzt auch nicht so. Aber tatsächlich in einem bestimmten Franchise wie bei Hyrule Warriors, weil ich halt Zelda mag und dann einfach halt ein Zelda-Skin über ein Warriors-Game funktioniert und macht für mich Spaß. Aber wenn das dann noch Multiplayer-Koop hätte, wäre halt geiler. Weil, aus dem Kopf, Nico. Aus dem Kopf, was aus dem Kopf? Über 20. Über 20. Aber die genaue Zahl kann ich dir nicht sagen. Es gibt definitiv zu viele. Oh, ich habe den Charakter gewechselt. Oh, guck mal, ich kann jetzt einfach jetzt Edelgard spielen. Fancy. Hat sie auf ZR irgendwas? Nee. Also hat ja noch diese R-Fähigkeiten. Das ist Rückkehraxt und schwingender Zorn. Okay. Kann ich die befehligen? Ich mag das, dass man diese Pixelart-Figürchen hat. So, ich kann jetzt aber... Bei den anderen Teilen konnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme sie und sag ihr, geht da und dahin. Ah, okay, befehligen. Aber es ist gerade ausgegraut. Wahrscheinlich muss ich das erstmal lernen. Das hier ist doch Teil 3. Nee, das ist Teil 2 von der Warriors-Reihe von Fire Emblem. So, wie habe ich den Charakter gewechselt? Steuerkreuz. Okay, ja. Ich nehme erstmal sie, weil ich mit ihr eingefuchst bin jetzt. Und weil sie dieses schnell umseppen hat. Echt? Einheiten wechseln, ja genau, das habe ich gerade gelernt. Steuerkreuz hoch oder runter. Du kannst die Einheit, die du befehligen möchtest, auch im Befehlsmenü auswählen. Zu Dimitri wechseln. Dimitri gehört zur Soldatenklasse, die gegenüber Schwertern nutzenden Gegnern im Vorteil ist. Wechsel also zu ihm, wenn du es mit Gegnern zu tun hast, die Schwerter nutzen. Was nutzt mein Gegner gerade? Ah, ein Schwert. Also ist Dimitri. Da ist Dimitri. Das Ding ist, man würde den auch mit den anderen Charakteren gut besiegen können. Aber ich mach's mal fürs Tutorial. Ich hätte gern Dimitri in seiner entwickelten Stufe. Da ist er nämlich ein bisschen cooler. Bam, neues Material. Wappeneffekte. Einheiten mit Wappen können unter bestimmten Voraussetzungen Wappeneffekte auslösen. Details zu den Wappeneffekten werden angezeigt, wenn du im Statusbildschirm Details auswählst und den Zeiger auf den Namen des Wappens bewegst. Boah, weiß ich nicht. Interessiert mich das gerade? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann die auch einfach so töten. Okay, warte, was hat der für eine Waffe? Ich brauche immer ein Schwert. Ja. Ist eine Waffe, Kampftechnik oder Magie besonders effektiv, gewährt das einen großen Vorteil gegen bestimmte Gegner. Ich habe zum Beispiel, erstmal habe ich ein Schwert mit deswegen stärker und ich habe auch noch eine Skill gegen fliegende Einheiten. Bei erhöhter Effektivität erhöht sich der Vorteil deiner Einheit gegenüber dem Gegner um 3 Stufen. Richtet deine Einheit mehr Schaden an, erscheint die starre bei allen Angriffen. Folgende Fähigkeiten sind beispielsweise besonders effektiv. Effektiv gegen Panzereinheiten, besonders blablabla. Jetzt lesen wir das mal durch. Ja. Fliegende Klassen wie Pegasus-Ritter und Wyvern-Ritter sind anfällig für die Fertigkeit, effektiv gegen Flugeinheiten. Mach Claude, der... ja, okay, ja. Der ist halt toll gegen Fliegende. So. Genau. Kriegt jetzt einen Spiralschuss. Aber er ist nicht so cool. Ich will lieber, genau, fokussiert auf einen Gegner. Ist halt Bodenkämpfer, ne? Weiß ich nicht. Und wie heißt die Lösung, Hale? Ja.
Die Frage, ob er die weiß. Ich glaube, er wollte das nur selber wissen. Es gibt auf jeden Fall tatsächlich Zufällige. Try and keep an eye on who we're fighting and make sure we've got the right person leading the charge at the right time. Alles, was er sagt. Okay, genau. Ich soll ja jetzt lernen, nicht Befehle zu erteilen. Okay. Drücke während des Kampfes Plus, um Befehle zu erteilen. Von hier aus kannst du A verwenden, um Einheiten auszuwählen und Befehle zu erteilen. Du kannst eine Einheit befehlen, sich zu einem ausgewählten Ort zu bewegen, Gegner anzugreifen, gegnerische Bollwerke zu erobern, Verbündete zu beschützen und verbündete Bollwerke zu verteidigen. Mit Heilmitteln zu heilen und über Autokampf kannst du bestimmen, wie Einheiten vorgehen sollen, denen du keine direkten Befehle erteilst. Es sind Trommelwirbel 55! Ach du fucking. Aber man muss halt nicht jedes spielen, man zieht sich halt die raus, auf die man Bock hat, ne? Befehl 1 Verbündeten etwas. Ja, okay. Ich sehe zum Beispiel rechts ist eine fliegende Einheit, also nämlich Claudi und besetzt das Ding hier. So, da haben wir jemanden mit Schwert, da ist doch eine Lanze gut. Dimitri. Ah, schön, dass das hier in der Übersicht aber auch direkt anzeigt. Also geht Dimitri am besten hier hin. Was ist das? Eine Lanze hat er. Da brauchen wir jemanden mit einer Axt. Wer hatte denn die Axt? Das ist Edelgard. Edelgard schickt dich dann dahin. Du hast all deinen Verbündeten Befehle erteilt. Erobere die verbleibenden Bollwerke mit Padouts. Mit Plus kannst du zwischen dem Befehlsmenü und den Kampfbildschirm umschalten. Ja, okay. In die Richtung. 55, ey. Das ist schon hart. Stell dir vor, du bist so ein krasser Fan, dass du wirklich jedes einzelne Warriors Games wegsucht bist. Zerbrich Gefäße, die du auf dem Schlachtfeld findest, um je nach Farbe des Gefäßes Gold- oder Erholungsitems zu erhalten. Ja, leuchtet so schön. Mach kaputt. Oh, ja. 7. Achso, ja, tiefer Fall war die falsche Skill. Ah, lebt nicht mehr lange. Ich bin ein bisschen aus dem Feld hier jetzt rausgenockt. Okay, droppt da was? Ne. Oh, vor allem die NPCs jetzt gerade haben jedes einzelne Bollwerk eingenommen. Bei anderen Teilen konnten wir jetzt nicht so gut. Hier geht's lang, ne? Ja. Ich glaube, heilen muss ich mich jetzt nicht. Aber ja, drücke R und B, um ein Heilmittel einzusetzen und deine KP wiederherzustellen. Am Ende eines jeden Kampfes wird die Anzahl deiner verfügbaren Heilmittel wieder aufgefüllt. Okay, also ist nicht schlimm, wenn man das macht. Lebensaufgabe, jedes Warrior-Spiel 100%. Uff. Ja, das ist halt, ne? Man kriegt die alle schnell durch, aber 100% pro einzelnes Spiel, das ist halt hart. Sehr zeitintensiv. Immer die Frage, ob sich das am Ende des Tages überhaupt lohnt, wenn man es will. Oh, warte. Ah, da wollte ich gerade auf Edelgard wechseln. Ah, Alois. Also der ist ja bei mir ein bisschen durchgedreht am Ende. So, wo ist Edelgard? Da hatte ich sie gerade. Ach nein, das ist ja jetzt... Ich habe ja doch eben gerade einen anderen Gegner. Ach man. Ich mach den jetzt hier einmal ganz kurz platt. Ah ja, guck mal, der Anruf ist auch ganz süß. Hauptmission irgendwie besiegen, ich hab's jetzt nicht gelesen. Kostet das. Wähle im Befehlmenü komplette Offensive aus, damit alle verfügbaren Einheiten ein ausgewähltes Ziel angreifen. Dies ist eine gute Option, wenn du den Gegner einfach gewaltsam überwältigen willst. Befehl eine komplette Offensive gegen Kostas. Ist die Frage, will ich das? Ich will eigentlich hier die ganzen... Even. Na gut. Kostas. Komplette Offensive. Setz den Kampf fort und besiege Kostas mit deinen Verbündeten. Ja. Wenn das Tutorial das will, dann mach ich das. Wechsel mal. Der Charakter ist nicht mehr weiter vorne. Und gegen den Dieb hier bin ich auch effektiv. Das Ding ist, der Main Char hat hier nochmal
Kraftangriff mehr als Edelgard. Finde ich unfair. Finde ich nicht okay. Da ist Kostas. Ich renne mal weiter. Ich will erstmal hier die anderen nochmal besiegen. Erweckung. Drücke R und A, wenn die Erweckungsanzeige gefüllt ist, um in den erweckten Zustand überzugehen. Dieser hält an, bis die Anzeige leer ist. Durch Drücken von R und A kannst du den erweckten Zustand abbrechen. Im erweckten Zustand alle Angriffe lassen die starre Anzeige erscheinen. Die starre Anzeige leert sich schnell, unabhängig vom Vorteil. Und du erhältst Boni, die auf der Anzahl besiegter Gegner basieren. Die KP fallen unabhängig vom zugefügten Schaden nicht auf 0. Und so fühlst du die Erweckungsanzeige. Sammle blaue Tränke auf, Gegnern Schaden zufügen, kritischen Ansturm machen. Drücke im erweckten Zustand A oder leere die Erweckungsanzeige vollständig, um einen Krieger-Spezialangriff auszulösen und den erweckten Zustand zu beenden. Im erweckten Zustand kannst du nicht zu einer anderen Einheit wechseln. Okay. Ja, ich glaube, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Warte mal, hier war irgendein so General. Dieben. Das bin jetzt nicht aktiv, aber nochmal normalen Angriff. Eigentlich voll die Verschwendung, das hätte ich machen müssen, wenn ich im erweckten Zustand bin. Gesamtschaden. Aber vielleicht lässt sich der bis dahin wieder auffüllen oder so. So, die Diebin mache ich jetzt auch weg. Na, so ein Drang, die anderen zu töten. Und nicht das zu machen, was ich machen soll. Yes. So. Ah ja, gut. Ist das jetzt hier auch übernommen, dann gehe ich jetzt zu Kostas. Jetzt gar nicht mit was Kostas kämpft. Genau, erweckter Zustand. Das ist schon ein bisschen OP, ne, das Ding. Oh Gott. Tut mir fast leid. Okay, geschafft. Is it over? Das hat am Anfang immer ein Mühe-Overload, aber meistens kommt man schnell rein in die Spiele. Ja gut, Tutorial S-Rang, ui toll. Du hast folgendes als S-Rang und Erstabschlussbelohnung erhalten. Geld und irgendein Buff-Item wahrscheinlich. Nach dem Kampf wirst du über den Kampfrang basierend auf deiner Leistung im Kampf eingestuft. 5 Ränge S, A, W, C, D. Warte, was war nochmal da? Abschlusszeit, also ich muss schnell sein, viele Gegner besiegen und wenig Schaden kriegen. Okay. Genau, Abschlusszeit, besiegt die Gegner erlittener Schaden. Wenn du eine Quest zum ersten Mal abschließt, erhältst du zusätzlich eine Erstabschlussbelohnung. Zudem erhältst du eine S-Rang-Belohnung, wenn du zum ersten Mal den S-Rang erreichst. Okay. Erfahrungsbonus plus 40%, das ist halt auch gut. Und ich mag, dass sie den Level-Up-Sound drin haben. Gotta keep aiming higher. Aber die Stats, das sind so hohe Zahlen, ey, sonst hast du so 40 KP. Level- und Werterhöhung. Besiege Gegner, um Erfahrung zu sammeln, wodurch die Level deiner Einheiten erhöht und deren Statuswerte verbessert werden. Die Statuswertverbesserung einer Einheit hängt von deren individuellen Eigenschaften ab. Ja, KP ist Health, Stärke wirkt sich auf Angriffsstärke aus, Magie ist auch klar. Behendigkeit wirkt sich auf die Angriffsstärke kritischer Anstürme sowie auf den Crit-Wert aus. Geschwindigkeit wirkt sich auf die Dauer des erweckten Zustands und auf die Zeit, bis Kampftechniken und Magie erneut eingesetzt werden können aus. Okay. Glück wirkt sich darauf aus, wie häufig Erholungs-Items erscheinen. Verteidigung ist klar, Resistenz ist gegen magische Angriffe, Charme wirkt sich darauf aus, wie schnell die Ausdauer eines Bataillons abnimmt. Okay. Werde ich wieder vergessen. I won't let myself stop here. Oh ja, es gibt auch nochmal einen Heldenbonus, das ist schön. Ja, wer am besten performt hat, ist ein Held und kriegt einen Bonus. Bam. Level up. Stärke. Ah, okay, die Skills leveln auch. Und es geht nach Nutzung. Und dadurch werden sie stärker und bei ihrem Einsatz verlieren Waffen weniger schnell an Haltbarkeit. Ja, das ist cool. Ah ja, Klassenlevel gibt es auch. Alle, die am Kampf teilnehmen, kriegen Klassenerfahrung. Wenn dadurch ihr Klassenlevel steigt, ist es möglich, dass sie neue Kampftechniken, Magie oder Fertigkeiten erlangen.
und dass sich ihr Waffenlevel erhöht. Wenn der Waffenlevel einer Einheit steigt, kann sie mächtigere Waffen ausrüsten, kann sie mehr aufeinanderfolgende Angriffe ausführen. Das ist gut. Ja. Gott. Waffen und Ressourcen. Nach dem Kampf kannst du den Inhalt von Waffenbündeln und Ressourcenbeuteln ansehen, die du im Kampf erhalten hast. Wenn das jeweilige Inventarlimit erreicht wurde, werden überschüssige Items automatisch verkauft. Wertesteigende Items erhöhen die Statuswerte der ausgewählten Einheit. Wähle im Pausenmenü Lagerhaus aus, um wertesteigende Items zu verwenden. Ich weiß nicht, ob sie es dann gekappt haben oder ob ich wirklich jetzt unendlich weiße Bewohner als Beispiel farmen könnte. Okay. Ein bisschen Geld kriege ich. Aber bisher wirkt schon mal ganz interessant und spaßig. Hang on, you're seriously the Imperial Princess? The Crown Prince? And the heir to the Alliance? Yes, and as the three of us are now in your debt, I think formal introductions are in order. My name is Edelgard von Hresvelg, Princess of the Adrestian Empire. I am Dimitri Alexandra Blathid, Crown Prince of the Holy Kingdom of Fargus. And I'm Claude von Regan, grandson of the leader of the Leicester Alliance. Things looked grim there for a moment. Thanks to you, we put those bandits to flight. Bit of a miracle we ran into you out there, but hey, I'll take it. Mit deinen heroischen Taten prahlen. Es als gemeinsame Leistung I darstellen. only fought well because I had such fine companions by my side. There may be some truth to that. I can't shake the feeling that we were destined to meet somehow. Well, aren't they an unlikely trio? I wonder why those bandits were after them. Still, it's no concern of ours. We have our own plans to attend to. Now, collect your pay and be off before they get a wild idea and ask you to join them. Say, while I have you here, do you know where I can find Ramire Village? I took a wrong turn somewhere along the way. I'm looking for a band of hardened mercenaries who follow a man named Gerald. I hear rumors that's where they're camped. Actually, Ramire might just be the village we've been looking for, too. That ring a bell, Edelgard? I don't remember hearing anything about mercs, but... The name sounds correct, at least. Gerald's too smart to get smoked out by a bunch of rumors, but they're all I've got at the moment. In any case, we won't find our own 2 feet in all this dark. We should return to camp and get our bearings before... Hello there, house leaders. Hello, brave mercenary. We've mopped up what's left of those rascals, so what say we return to camp? And I insist you accompany us, good mercenary. Who, me? You heard the man. We'll wait out the night together and make for the village in the morning. It's a great plan, especially if you want to get paid, as we're a tiny bit short on pocket change at the moment. Yes, and those mercenaries you're looking for? Gerald's band, was it? They may be in Ramire Village tonight, but there's no telling when they'll move on. If you come back to our camp, we have maps that may help you get one step ahead of them. This is clearly the wisest course of action, not to mention that I would enjoy conversing with you further. But of course, the choice is yours. Mit ihnen gehen. Why can't things ever be simple? All right, but just for the night. Perfect. Then might I borrow you for a moment after we reach camp? There's a matter we must speak about. Nothing alarming, I promise you. Right then, so off we go? But, if I may, did I hear you mention a Gerald earlier? Yes, do you know him? He heads up a pretty elite band of mercenaries, so I imagine his name has spread all over Fodlan by now. Mercenaries, is it? No. No, it can't be him. Can it? Well, I'll just have to meet this Gerald myself, after I've seen my duties through, of course.
After all, if I don't finish my assigned tasks, I'm mission the point. Get it? Missing? Mission? Come now, this is good stuff! That's our Alois. Come on, let's get moving before he really gets going. Kampfvorbereitung. Nach einem Kampf kannst du im Basislager mit deinen Verbündeten interagieren. Drücke A, wenn du dich in der Nähe einer Einheit befindest, um mit ihr zu reden. Nice. Oh, das ist aber groß hier der Ort. Hallo, fremde Studentin. Hey. Was geht ab? Ich kann nicht fassen, wie plötzlich die Salunken über uns hergefahren sind. Die Haussprecher sind davon gerannt, von überall wurden Befehle geschrien. Oh, das war ein furchtbares Chaos. Sag mal, wer bist du nochmal? Ich weiß schon gar nicht mehr. Hey, du gehörst doch zu den Banditen. Hilfe, hört mich jemand. Hört mir jemand zu? Hilfe, ey, ich glaube, das sind mir zu viele, die lese ich nicht vor. Greetings. Kann man das lesen? Bin ich im Weg? Nee, ne? By the way. So, ich gehe die auf jeden Fall trotzdem alle ab, weil ich da Bock drauf habe. Willkommen in unserem bescheidenen Basislager. Was geht ab? Was hast du da? Ja, Garrick Mark kennen wir. That's concerning. Ansonsten bin ich nachher nur auch mit Lesen beschäftigt. What say you? Okay, sprich mit den 3 Haussprechern. Soll ich mit denen zuerst reden oder soll ich mit... Ich weiß nicht, ich spreche mal mit den Haussprechern. Fangen wir mit ihm an, weil er einfach hier schon steht. Alois hat mich gebeten, dich nicht selbst zu bezahlen. Wieso? Ich hätte das Geld gern genommen. Sagen, dass er nichts ausmacht oder Zweifel an Alois äußern. Ach komm, ich mag Alois nicht. Lesestream. Of course. Okay, der Unterstützungswert zeigt an, wie stark die Bande zwischen 2 Einheiten sind. Der Unterstützungswert steigt, wenn Einheiten in Gesprächen passende Antworten geben. Dinge tun, die die andere Einheit glücklich machen. Oh Gott, glücklich machen. Oder beide Einheiten gemeinsam in den Kampf ziehen. Oh, da muss ich darauf achten, dass ich doch gute Sachen sage, ha? How's that? Ja. Ach ja. Who, me? Guck mal, ich kann sie mir alle angucken. If you don't have anything better to do, I'd be glad to have you join us at Garrick Mach. Who, me? I'm more curious if you don't have anything... Have you met him yet? At first, I thought he was real serious and persnickety. But that image shattered pretty quick once I noticed him chatting up every girl in the monastery. Ja, also der Speicherstand aus der Demo wird ins Hauptspiel übertragen und die Demo soll 3 Kapitel haben. Seems like she had a pretty cushy life growing up. Which means she's gotten into the habit of slacking off and making other people do things for her. Das war schon krass, ne, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Also wenn die jetzt alle spielbar sein sollen, sind es echt viele Charaktere. He comes from a merchant family, but his parents died in an accident. He's had it pretty rough. Ja, ich mag tatsächlich dieses Konzept, dass die Demo einfach der Anfang des Spiels ist und du den Speicherstand dann ins Hauptspiel übertragen kannst, wenn du es dann wirklich kaufst. Also das sind echt für mich gute Demos. Dann fühlt sich die Zeit, die du rein investierst, halt auch nicht wasted an, wenn man sich das dann wirklich kauft. Ignatz likes the great outdoors. Definitely more than the rest of us, anyway.
He's the second son of a merchant family, but says he wants to be a knight. He doesn't really seem suited for it, though. Da muss man echt studieren, ne, was die alle für Signaturfertigkeiten haben, die man am meisten haben will. Ich bin so, ich nehme einfach die, die ich am schniekigsten finde. Das wird mein Entscheidungskriterium. She doesn't interact with the other students at all. I'll admit, she intrigues me. Leone wants to be a mercenary. I bet you two would have lots to talk about. You're both pretty frank, too. I just hope you're not as obsessed with saving money as she is. Leone wants to be a mercenary. Ja, hatte ich. Okay, haben wir ein bisschen was gelernt. Nee, Edelgard hebe ich mir zum Schluss auf. You have my thanks. Speaking of which... Thanks. Ja. Richtige Entscheidung, richtige Antwort. By the way... Also vom Design her, vom UI und so haben sie mich schon abgeholt, ne? Das ist halt direkt wie der Free Houses Feeling. Your interest flatters me, but I'm afraid I find myself unsure of where to begin. Perhaps I'll have thought of a topic when next we speak. But you're leaving for that village soon, aren't you? Er weiß gar nicht, was er über sich sagen soll. Dedu hails from the land of Dusker. Perhaps you've heard of it. He tends to keep to himself, der Dedu. but he possesses one of the kindest hearts of anyone I know. I'm proud to call him my vassal. Speak to him, and you'll see why. Felix is the son of Duke Fraldarius. He has a sharp wit and even sharper tongue. But he's a good person at his core. I can attest to that. He has always admired strength above all else in a fighter. I imagine the two of you will make fast friends. I only first met her here at the academy. She seems a gentle soul with great inner strength. From what I understand, she has traveled far and wide throughout both the Empire and the Kingdom. Perhaps that explains her demeanor. In the far south of Fargus lies a manor by the name of Castle Gaspar. Ash is the adopted son of that castle's lord, Lonato. He's an honest boy, well deserving of our trust. I'd like to get to know him better someday, should the opportunity arise. Annette is the hardest worker in the entirety of the Blue Lion House. She is truly brilliant. I could stand to learn from her single-minded devotion, if only a little. Sylvain is the son of Margrave Gautier. You may have already noticed, but he's something of a womanizer. That may be putting it lightly, in fact. But despite his apparent indifference, he possesses great cunning and is quicker on his feet than anyone else here. I've known him long, so I'm well aware. Sehr passend, dass seine Unterstützungsskill einfach versierter Flirt heißt. Ingrid is the daughter of Count Galatea, and she is far more gallant than your run-of-the-mill knight. She has ever been straight-laced and diligent, even when we were but children. It is not an uncommon sight to find her scolding Sylvain for his indiscretions. So, ich glaube, die Dialoge, wir machen das, wie wir das bei Free Houses gemacht haben. Kamera aus, Dialoge durchballern. Please be listening. Thank you. What do you think?
On another matter. Well, you're certainly not timid. You do realize you're addressing the heir to the Imperial throne, yes? Still, I suppose I admire that sort of freedom. It must be nice not to have your lot in life decided for you. Hubert of House Vestre is my attendant. His family is unusual in that they're noble but lack territory of their own. Hubert is deeply loyal to me, and you can trust him completely. In fact, I imagine he's quite grateful for what you've already done. That's Dorothea Arnault. She's an up-and-coming songstress in a famous Imperial opera company, or she was, at least. For some reason, she abandoned her musical career and enrolled in the Officers' Academy. She has a very magnetic personality, which I'm sure you'll see. Have you spoken with Ferdinand? One conversation will explain him far better than I can. He's the heir to an influential house, which drives him to excel, but he can be quite the handful sometimes. One of our classmates usually stays holed up in the dormitory instead of coming on these assignments. Her name is Bernadetta. If you bump into her, don't be surprised if she screams and runs away. That's sort of her thing. Caspar is the second-born son of a great and noble house. But as he's not the heir, you might say he joined the academy to make his own way. War and fighting are his sole pursuits, so I bet the two of you will get along just fine. Petra isn't from the Empire. She's the granddaughter of the King of Brigid, which is an archipelago situated off our western coast. You'll find her a quick study, a gifted fighter, and endlessly curious. But always come prepared to talk, because she'll definitely want to pick your brain. Petra isn't from the Empire. She's the... Surely you know someone like Linhardt. He's as bright as they come, yet just as lazy as well. That's simply how he is, though. I can't force him to apply himself, but he'll come around, most likely. Oh, die Sonne wird bald aufgehen. Wenn ich jetzt mit Alois rede, dann wird es losgehen, aber ich finde noch die Gespräche. Fangen wir mit Ferdinand an. Zugeben, dass du noch nie von ihm gehört hast. Nein, vorgeben, dass du schon von ihm gehört hast. What? I am on it. Okay, keine Pluspunkte gesammelt. How may I help you? So, wen haben wir hier noch? Dorothea. Hello. Die Frage, ob sie in dem Spiel auch bis zur späteren Ära gehen, wo dann alle ihre neuen Outfits haben. My thanks. Ne, seine Motive muss man nicht hinterfragen, die kenne ich. No. Okay, dann waren hier noch zwei Leute. Ja. Caspar.
What? Ah, okay, das Gespräch von denen zählt nicht zusammen. Ja, mit den beiden hatte ich nicht so viel zu tun. Ja, kennt meinen Namen. No problem. Please? Can I help you? Hello? Nuh-uh. I'm busy. Der Lorenz. It is you. Schrecklich. Huh? Ja, Lorenz, du bist ein ganz toller. Ganz toller Lorenz. So, Right on. thanks. I'll do it. Well met. What are your thoughts? Wo ist er denn? Ach, Hilda, da ist sie. Oh, hey. Huh. Aw. Thanks. Hey there. Oh, hey there. Right. A moment of your time. Quite. Let's see. All in all, Ich hätte gern die Antwortmöglichkeit gehabt, dass ich weiß, was Wappen will. Er ist auf jeden Fall genauso wappengeil wie im Original. Und sie sucht wieder einen Mann. Got it. Right on. Well, hi. Ja, ging schon los. Eine traurige, einsame Frau. Listening. Hallo, Listen. Petra. Petra ist super. Right on. That has much difficulty. Yeah, I don't know. What did you need? huh? Don't be ridiculous. Can we speak a moment? Not good. Nuh-uh.
My thanks. Right on. I see. Heya! Hello there. The thing is, that's right. Ah, it's you. It's you! Okay, super, jetzt haben wir mit allen gesprochen, dann geht's zu Alois. That's Ja, habe ich. concerning. If I'm honest. Ja, komm, was soll er dazu sagen? My sincere apologies for asking this of you. I know you're heading for Remire Village in order to find Gerald's mercenaries, but... well, perhaps you might consider changing your mind and accompanying us to Garreg-Mach Monastery instead. And why would I do that exactly? Because you've done us a great service and we don't have the means in camp to properly reward you. At the monastery, however, we can repay your kindness in full. Also, between you and me, this evening's turn of events was quite the embarrassment for the church. We allowed students of the Officers' Academy out of our sight, and house leaders of great political consequence at that. And then they crossed swords with bandits. If word got out, well, let's just say it would sit poorly with everyone. So you see why we must ensure you're well compensated. Also, there may be some papers for you to sign, perhaps in blood. This sounds more like hush money than a reward. Yes, that's exactly what I told the fool knight who suggested it. Me, I'd just as soon send you on your way, but I fear I'm obligated to escort you back. Anyway, the whole thing will be much easier if you simply agree to come along. Just as a formality, of course. I think that was a threat. And here I thought he was a big softy. Well, what do you think? Garreg-Mach is in the opposite direction of where we need to be, but this man seems rather set on having us accompany them. I guess I'm not opposed to helping out a little more. I'll come with you to the monastery, but I'm not staying a single minute longer than I have to. Bless you, my friend. What a noble soul you are. I'd say you saved my bacon, but that would be utterly hammy. Alois, has anyone ever told you that you're... Don't. Some truths are simply too painful to bear. While I'm no expert, I fear the poor man's heart couldn't handle the shock. Told me what? Told you how dashing you are in that armor. Not just any man can pull off that look. Ah, you like it? Wonderful. I admit I've received no small share of positive comments on it. There's a grand story behind every last ding and dent. Enough to keep me talking for a week. Why, take this one here. We heard you'll be joining us at Garreg-Mach. Perhaps somewhat unwillingly, I might add. I know this wasn't in your plans, but if it lets us get to know each Vom other better, Verhältnis perhaps it will prove worth it in the dürften es end. mehr Kämpfe sein. Unwilling or not, we've got a long road ahead, so let's try to keep the mood light. I hesitate to ask this considering you're only here because of us, but... well, are you sure about this decision?
The last thing we want is to delay you from your own business. The knights may seem unwilling to bend, but it's not as if you have no say in the matter. Actually, I see this as just another chance to better myself. You are more gracious than I. But as I see you've made peace with it, I will leave the matter be. Yes, that's quite enough chatter. Let's save our energy for the road. To the monastery! Listen, I know this one's on me. I'm the one who roped you into coming back to camp after all. But I'll find a way to make it up to you, I promise. Thanks, Claude. I know you will. Hey! Hurry up back there or we'll leave you behind! You know you've had a busy day when you rub shoulders with the heirs to the Empire, the Kingdom, and the Alliance. I think they're a fascinating group of people myself, but what do you make of them? Na, dann denken wir mal über Edelgard Seems like nach. Edelgard thinks high enough of me. She's got this elegant air about her, but somehow doesn't hold any disdain for mercenaries. It feels like Dimitri's always checking in on me every chance he gets. He'll definitely make a good king. The kind who looks after his people. Claude's a laid-back kind of guy who doesn't really strike me as noble, and I mean that in a good way. Something tells me he's gonna be easy to work with. Of course you only pick up on their rosy qualities. You really are a delight. Have I told you that lately? Still, you'd better pick up the pace before you vex these people any further. Okay, wir sind immer noch im Prolog. Three houses. Und 3 Kapitel sind's. Das wird eine lange Demo. Deep in the forest, the mercenary meets a trio of youths, each a student at Garreg-Mach's Officers' Academy, and a leader of one of the school's 3 houses. Striking down the bandit chief who attacked the students brings undue attention to the mercenary, who soon arrives at the hallowed gates of Garreg-Mach. And with that, may I present the mercenary I spoke of? Greetings. My name is Rhea, and I am the Archbishop of the Church of Seros. Thank you from the bottom of my heart for rescuing our students. It was nothing. You take a job, you make sure it gets done. That's what a mercenary does. I see you do not lack for confidence. However, the reason we summoned you here was not simply to express our gratitude. We have a proposal for you, one made on behalf of the church itself. What kind of proposal? Someone told you of the Officers' Academy here at the monastery, yes? We would have you join this academy as a student. You what? Though you are a mercenary, I understand you are not currently beholden to any one particular employer. Also, the students you rescued are close to your own age. Your life could be greatly enriched here. Or she's heard about our power and wants to keep us on a short leash. And yet she's taking it almost as a given that we'll accept. It's infuriating. Ich heuchel mal lieber Interesse. I need to get stronger if I'm gonna do what I need to.
Ja, sehe ich auch, Lüke. Also gerade beim Hauptgame war es halt wichtig fürs Ende, für die Bindung, aber die kann man halt auch mit ein bisschen weniger drumherum aufbauen. If strength is what you are after, we can certainly provide it in spades. They've really talked us into a corner here. I think I see where this is going. All right, I'm in. Ja, war klar, dass ich keine Wahl habe. We will do all we can to ensure you do not regret it. I believe you will go far. If I may, permit me to tell you a bit more about the school itself. The Academy is divided into 3 houses and draws in the most promising young talents from every corner of Fodlan. Some are noble-born, while others spring from more humble roots. But within these walls, all are treated as equals. We ask our prospects to spend a year living under the same dormitory roof, so they can challenge each other, work hard, and grow together. Each of our houses corresponds to one of Fodlan's 3 regions. Edelgard leads the Black Eagle House, which is for students from the Adrestian Empire. Dimitri leads the Blue Lion House, home to students from the Holy Kingdom of Fargus. And Claude leads the Golden Deer House, for students from the Leicester Alliance. We could select a house for you ourselves, but as all of this was our idea, perhaps we should leave this decision to you. You are something of a special case, after all. So I can join any house I want? Yes, you have simply to name it. Ja, Leute, das ist ja wohl ganz klar. Team Edelgard. So you wish to join Edelgard's Black Eagles? Yep. Are you certain? Yep. Yep, that's the one. I'm sure of it. May you build wonderful and lasting friendships in your new house. Well then, with that taken care of, it's time to decide which of us will supervise which house. Yes, it turns out we just underwent a last-minute roster change. I guess you two haven't met. This is Professor Yuritsa, our weapons instructor. Hello. Hello. I can already tell I'm gonna learn a lot from you. Will you now? Do my ears deceive me? Or is that curiosity I hear in your voice, Professor Yuritsa? I thought all the houses were the same to you. Perhaps you should be in charge of our new student's house, hmm? I don't care. You decide. Well, you'll certainly hear no objections from me. Professor Manuela, you and I can take charge of the remaining houses. What? It's decided already? I was at least expecting a fight. Maybe some hair pulling? And as for you, my mysterious new student, I look forward to getting to know you much, much better throughout the year. The gall of these people making decisions for you. It's enough to make one's head spin. Right. In any case, I'm looking forward to learning from you, Professor Yuritsa. I'll inform you of our first mission soon. Sorry, what mission? Oh, did we fail to mention that? Each month, every house in the Academy is given a mission entailing some form of service to the Church. Die Studenten aus dem Haus der Schwarzen Adler können nun gespielt werden. UI ist das User Interface. Zum Beispiel jetzt gerade das Fenster, was du in der Mitte siehst, ist Teil des UIs. Die Studenten aus dem Haus der Schwarzen Adler können nun gespielt werden. Yes.
Petra. Well, what do you think? I believe there is a very good chance it will work. Perhaps, Lady Edelgard. But is that chance not outweighed by the danger of matters going awry? We have managed to walk the knife's edge so far, but what you are suggesting is open hostility. If they so much as catch wind of our intentions, things will go sideways very quickly. Regardless, this is our last opportunity to save her. Frankly, it's a miracle we even have the chance. I thought you once proclaimed not to believe in miracles, Lady Edelgard. And I don't. At least not the kind one has to sit around and wait for. But right now, everyone is exactly where we need them. Her, the bandits, the string pullers, and the perfect instructor with the perfect mission. I'm going to make this miracle happen, and I will do so for our future. Then we'd best have a plan in place to finish the job, in case they catch on. I expected you to burn a few bridges, but this plan would be akin to setting half the countryside on fire. Which is exactly why I'm counting on you, Hubert, and why I'm grateful to have you by my side. Welcome to the Black Eagle House. I'm pleased you selected us. Whoa, wait, what? You're a student now? And not only that, you're one of us? That's great! Wait, stop! I don't know this person! Oh, why are there so many new faces? That's what you get for skipping this year's first field excursion, Burn. A lot happened. There was even a bandit attack. Did you really not hear about any of this? Bandits? Ugh! Now I'm extra glad I skipped out. I must say, the church took a bold step in enrolling you, a decision which I, of course, fully support. You helped Edelgard, and we stand to learn quite a bit from one so skilled. Yes, I have eagerness to examine the fighting of mercenaries. We should be sparring, 1 versus 1. If anyone needs me, I'll be asleep and... Wait, hold on. Do you have a crest? Did Professor Hanneman even check? Oh, he checked all right. Sorry to say I'm certifiably crestless. Strange. You definitely seem the type. But I suppose I'm just imagining it. And now you know the rest of our house. As you already met some of us in camp, I assume you knew what you were getting into. We may not be perfect, but we support each other as best we can. Please try your utmost to get along with everyone. Here approaches Professor Yaritza. That makes all of us. Remember your mission? We are to eliminate the remaining members of the Iron King's thieves that attacked our camp. The chief, Costas, has already been struck down, and now only a scattering of brigands remain. Even with our limited experience, we should be able to defeat them handily. Good. Prepare yourself. Of course, Professor... Oh, he's gone. So it would seem. Right then. We'd better get all of our waterfowl in a row. Wait, but I need to tell the professor I can't participate? Oh, good work, Bernie. Why didn't you speak up sooner? I know what you mean. I never even got the chance to break out my best. Leave it to me, Professor! He's a real tough nut, that's for sure. Says just as much as he has to, then makes tracks. Well, the less you say, the greater your mystique. True enough. There's not much charm in someone who talks your ear off at every opportunity. Whatever the case, I expect all Black Eagles to participate in this mission, including you, Bernadetta. You can do this. And I look forward to seeing our mercenary friend here in action. I won't let you down.
There you are, Yuritsa. I have word from the knights. It is time. Yes. The bandits have fled north into the canyon bordering Count Ro's land in the kingdom. But the knights have cut off their escape, and now stand ready to provide whatever support the students may require. We'll leave at once. I needn't remind you, this is the first real battle for some of our charges. I trust you will keep them safe, though I likely do not need to worry with an old hand like you at their side. No, you don't. You there. It's time for the mission. Gather the others. About time we saw some action. Lost sight of them? Ashamed to admit it, but yes. It's possible someone magicked the bandits away. But why go to that kind of trouble for a handful of highwaymen scum? So be it. We'll follow the blood scent. Right, of course. We'll follow... Wait, what? We're leaving. Everyone, follow me! Professor, wait! Well, he must have some idea where the bandits went. Let's hurry after him. Pathetic. Professor Yuritsa, you shouldn't charge ahead like that. It's far too dangerous. Wait, what is all this? Bandits! Dead by my hand. Yes, they look quite dead indeed. Are these the miscreants we were meant to deal with? How is one to tell? One uncouth ruffian looks much the same as any other. Do you know, Professor? Were you following some manner of lead? No, but it's them. They were trying to escape to that fortress. That fortress? Yes, Caspar, that's what he said. Something you want to share? Nope. It just seemed suspicious. You are something else, Caspar. Still, I guess the place does look kind of suspicious. We're near the border of the kingdom and the Empire, but that is no Imperial outpost. It's not the kingdoms either, and they're not flying any kind of banner. I'm guessing it's a bandit hideout. Then give us allowance to be storming their base and crushing them under our feet. It might be a little dangerous for us to handle on our own, Petra. Yes! I mean, I agree. We should all, go home. Right now. But the bandits might be inside, and they must answer for their crimes. It is our noble duty to finish them off before they can bring harm to another soul. This isn't about nobles. It's about doing the right thing, period. And striking down evil is the Caspar way. We'll be heroes if we manage to take out an entire bandit outpost. This is the kind of stuff I live for. Since when are you so gung-ho? Oh, right. Since always. Enough. This is not our decision to make. Professor Yuritsa? The mission stands. Enter the fortress. Dispatch any bandits you find. Siehste, sag ich ja. There are no signs of life. We may be chasing ghosts. Professor, are you having the ability to speak with ghost spirits? It is just an expression, Petra. It means there is probably no one here. Ah, I am understanding now. You have my thanks. This language has much peculiarity some of the times. Well, if that's settled, let us make ready. Make sure you're prepared before we head out. Okay, dann gibt's jetzt mal einen Kampf hier.
Zumindest vom Feld her relativ überschaubar. Und oben rechts ist eine Truhe angezeigt. Ich glaube, die will ich looten. Bedingungen für Sieg und Niederlage. Ein Kampf endet mit einem Sieg, wenn du die Bedingungen für den Sieg erfüllst, und in einer Niederlage, wenn du die Bedingungen für die Niederlage erfüllst. Irgendwie logisch. Werden wichtige Einheiten wie der Hauptcharakter und die Haussprecher besiegt, endet der Kampf ebenfalls in einer Niederlage. Diese Bedingungen können sich im Laufe des Kampfes ändern. Du kannst dir die Bedingungen für Sieg und Niederlage im Kampfvorbereitungsmenü ansehen, indem du im Pausenmenü Kampfdetails auswählst. So, Bedingungen für Niederlage keine. Ich kann also nicht verlieren. Kann ich eigentlich irgendwie auswählen, wer jetzt mitkommt, oder ist das vordefiniert? Also ich habe jetzt hier Ferdinand, Van Eyre im Team, Edelgard, Dauds und Ruby. Und Jeritza hilft hier unten mit. Okay, das ist die Kampfkarte. Autokampf will ich nicht. Armeestatus, was geht hier? Was stand da? Einheitsinformation. Ne, Information brauche ich jetzt nicht. System, kann ich da speichern? Ja, kann ich speichern. Los. Ja, mehr kann ich. Ich kann das nicht einstellen, wie, wo, wer mir hilft. Also, Abschlusszeit. Ich habe 12 Minuten. Ich muss 600 Gegner töten. Ich darf nur 40% Damage bekommen. Los geht's. Erinnert mich an den Timer, wenn ich zu lange brauche. Was ist das hier für ein... Ach, die Krüge werden auch angezeigt. Adjutanten zuweisen. Drücke L, um Schnellmenü 2 anzuzeigen. Nähere dich einer verbündeten Einheit und drücke LY, um sie als deinen Adjutanten zuzuweisen. Durch erneutes Drücken von der LY hebst du die Zuweisung wieder auf. Ach du Scheiße. Mit zugewiesenen Adjutanten. Die Statuswerte der aktiven Einheit werden erhöht, basierend auf der Klasse des Adjutanten. Wenn mindestens Unterstützungslevel C erreicht wurde, kannst du auf die Unterstützung und Taktik, Signaturfertigkeiten des Adjutanten zugreifen. Adjutanten-Folgeangriffe, Adjutantenschutz und Partner-Spezialangriffe werden aktiviert. Uiui, aber kein Kampf ohne Lesen, ja, das ist völlig Overload. Im Steuerungsmenü kannst du ändern, über welche Taste Schnellmenü 2 angezeigt wird. Wähle dazu... Du kannst einen Adjutanten auch zuweisen, indem du den gewünschten Adjutanten im Befehlsmenü auswählst. ZR, andere drückst, die Einheit wählst, der den Adjutanten zuweisen möchtest. Und dann Adjutanten zuweisen auswählst. Drücke L plus A, um von der aktiven Einheit auf den Adjutanten zu wechseln. Beachte, dass du nur spielbare Einheiten in die aktive Position einwechseln kannst. Wie ging das nochmal? L1, Y, okay. Das vergesse ich doch, ja. So, Ferdinand Van Eyre ist jetzt mein Adjutant. Also das Ziel ist wenig Schaden bekommen, schnell Leute töten. Ich glaube 600 muss ich killen. Und ich darf nicht so viel Damage kriegen. Kriegen wir hin. Sammle blaue Tränke für die Erweckungsanzeige. Ja, das hast du mir schon erklärt. So, jetzt kurz mal Überblick auf die Map. Kann ich das ein bisschen weiter rauszoomen? Ja doch, eigentlich steht da L. Ach, L drücken, L3 drücken oder R3 drücken. Edelgard. Greift das mal an. So, das bin ich. Ruby. Ruby, such dir mal auch irgendwas. Ach, mach was du willst, Ruby. Ist mir egal. Okay, es ist zumindest relativ linear. Ich kann jetzt nur nach oben gehen. So, Adjutanten wechseln. Ah, okay, dann kann ich einfach ihn spielen. Ah, das ist halt echt cool. Tatsächlich. Feuermagie und der Status Verbrennung. Feuermagie-Angriffe bewirken bei Gegnern den Status Verbrennung. Einheiten, die mit Verbrennung belegt wurden, erleiden eine Zeit lang kontinuierlich Schaden. Außerdem können sie eine Verpuffung erleiden, wenn sie von einem Folgeangriff getroffen werden. Je größer der Elementareffekt des Angriffs, umso höher die Chance, Verbrennung zuzufügen und mit einem Folgeangriff eine Verpuffung zu verursachen. Danke für den Follow, lese ich das richtig? Malcarino, grüß dich! Und genau, das war das mit der Verbrennung. Ja, sehr schön. Also ich glaube, die 600 Kills, das wird gar nicht so schwer. Ich meine, ich habe jetzt schon 109 KOs. Hauptmissionsbeginn. Besiege den Torwächter. Ja, ich versuch's. Torwächter und Tore. Tore, die auf der Karte mit Minus markiert sind, können geöffnet werden, indem der Torwächter besiegt
oder ein benachbartes Bollwerk erobert wird. Tore, die mit X markiert sind, öffnen sich erst, wenn im Kampf Fortschritte erzielt werden. Okay. Ja, aber so ist es am Anfang und später vermisst man es ja. Also es ist auch das Ding, das ist immer, es ist halt typisch der RPG, am Anfang hast du halt viel Rhabarber und später hat man es halt drauf, ne? Dann braucht man es ja auch nicht mehr. Aber ich finde das immer ganz gut, wenn man das optional auch später alles nochmal nachlesen kann, wenn man dann doch Dinge vergisst. So. Warte mal, da lag da Material? Nee, aber hier so eine Kiste war da. Besetze die Basis der Liebe. Ja. Ruby. Du mach mal das da. Und Edelgard. Du mach mal, was ist das hier für ein Ei? Mach den mal da kaputt. Oh ja, komm, den Dieb erledige ich. Das ist meiner. Was hat er für eine Waffe? Hab ich gar nicht gesehen. Schwert immer. Guck mal, können wir ja wechseln. Ja. Ich muss halt auch sagen, ich mag Ferdinand. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Wo kriegen wir den her? Gibt da gleich wieder einen Tutorial-Text für. Oh, ich muss mal die Kamera drehen. So. Ein Dieb ist mit einem Truhenschlüssel aufgetaucht. Oh, warte. Den gönn ich mir. Der ist da. Truhen und Schlüssel. Auf dem Schlachtfeld findest du manchmal Truhen. Um sie öffnen zu können, brauchst du einen Schlüssel. Finde den Gegner, der den Schlüssel bei sich trägt, und besiege ihn, um den Schlüssel zu erhalten. Manche Klassen und Einheiten können Truhen ohne Schlüssel öffnen. Wenn der Gegner mit dem Schlüssel in die Nähe der Truhe gelangt, kann es zudem passieren, dass er den Schatz stiehlt. Besiege ihn, bevor er entkommen kann, um den Schatz zurückzuholen. Ja, deswegen schnell hin. Oh, falsche Taste. So. Yes. Erledigt. Zurückgelassene Items, Waffen. Sammle ein Waffenbündel auf, dann erhältst du nach dem Kampf Waffen. Der Waffenlevel hängt von der Farbe des Bündels ab. Und das ist die gleiche Reihenfolge. Rot, ne, ist ein bisschen anders, ne? Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Grau. Grau ist Kack. So, neue Waffe erhalten. Sehr schön. Und um bestimmte Waffen tragen zu können, braucht man halt auch ein bestimmtes Waffenlevel. So, ich schicke mal meine Einheiten wieder irgendwo hin. Ruby, du clear mal die Base hier bitte. Dankeschön, das ist das Hauptziel. Das Hauptziel machen wir später. Von mir aus mach mal den optionalen Scheiß da hinten. So. Habe ich sie weggeschickt, es tut mir leid. Ich werde mir aber die Truhe jetzt gönnen. Und wir haben hier auch schon 207 KOs, das ist nicht schlecht. Aber nee, das mit dem Adjutanten finde ich tatsächlich doch eine schöne Edition. Oh. Warte, kann ich jetzt nicht... Ah, nein, jetzt nicht rausgenommen, ne? Ich kann gerade nicht switchen, jetzt kann ich switchen. Okay. Jetzt nehme ich wieder Verdaut spielen. Ist doch irgendwo noch ein Dude, ne? Ja, Dieb. Oh, sie ist schwach gegen den. Oh, seine Waffe ist gerade gebrochen. Ich kann also keine Special Moves machen mit ihm. Das ist ein bisschen fies. Ah, nice. Das hat sie wieder hergestellt. Dann benutzen wir doch direkt so ein Ding. Komm, der ist gleich kaputt. Er ist kaputt. Perfekt. So. Ja, diese Specialized ist jetzt voll. Aber ja, gib mir unbedingt die Truhe. Ich muss wissen, was drin ist. Was ist das? Waffenbündel. Ja, keine Ahnung, was ist das denn? Neues Accessoire erhalten, aha. Ruby, du hast hier was vergessen. Da. Und wo ist Edelgard? Edelgard, mach mal die Ecke hier nochmal fertig. So, und ich schnapp mir die Ecke hier oben. Wie viele Kills? 237. Ich muss ein bisschen was killen, wenn ich den S-Rang haben will.
Also mehr kleine Minions hier erledigen. Kurz mal wieder tauschen. Das sind zu wenig. Ich brauche mehr Feinde. Ein paar mehr Feinde brauche ich schon. Aber gut, hier werde ich auf ein paar treffen. Ich finde den Angriff auch ganz fancy. So, hier. Gut, gegen den Beat bin ich angeblich schwach, aber geht trotzdem gut. Ah, falsche Taste. Muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Warte mal, der hat ein Schwert, ne? Das ist doch eher gut. Yes. Ah, ich will gerade den Finisher machen. Schade, schade. Also die Hälfte der Gegner haben wir schon erledigt von S-Rang. Harle sagt, Nico, Castlevania-Trailer. Kennt man den Dude? Soll es Richter sein? Ja, das ist Richter Belmont. Hast du den nicht erkannt? Sag mal, was ist los mit dir? Hast du die anderen 4 Staffeln hattest du gesehen, ne? Ja, hier so ein einzelner killen. Ich weiß nicht, ob es das lohnt. Von mir aus kommt jetzt alles zum Hauptziel dahin. Und dahin. Ja, ansonsten ist das Schlachtfeld leergeräumt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich mag die Richter Belmont Story. Aber ich hoffe, dass es mit der anderen Serie dann auch zusammenhängt. Direkt. Aber ich denke mal schon. Oh, das ist ganz cool. Ja doch, das ist ein cooler Angriff. Die Chaos haben wir nicht genug. Ich brauche viel mehr. Ich brauche viel mehr. Ist halt die Frage, macht das denn Sinn, den Kommandanten gleich auszuschalten? Oder muss ich erstmal so ein paar kleine hier erledigen? Oh ja, neues Material. Search the basement. Something is amiss. Okay, untersuche das Verlies. Ja, warum nicht? Oh ja. Okay. Bin tot. Myrmidone! Hey, there's a prisoner down here. And she looks like an academy Vertraut student. ihr nicht. Das ist eine Falle. Besetzt das Verlies. Ja, mach ich. Ja, ich habe halt die 600. Gefühlt. Aber ich glaube nicht, dass ich die in diesem Raum hier noch voll kriege. Yes. Erledigt. Level up. Sehr schön. Ah, ist jetzt schon vorbei? Nee. Lady Edelgard! Monica, how did you... No, my questions can wait. Thank you for saving me. Don't let the girl escape, or Kranya will make us wish we were dead. Oh ja, jetzt geht los. We must take the girl and run. Bedingungen für die Niederlage haben sich geändert. Ja, können sie von mir aus. So. Monika will dahin. Aber hier habe ich auch noch ein bisschen was zu klären, ne? Uiuiui. Ich glaube, ich muss mich hier aufsplitten. Dann werde ich, glaube ich, das und das Ding links machen und schicke Edelgard
Nach Nordosten. Von Hubi schicke ich Südosten. Ja. Okay, los geht's. Ja, dann komme ich jetzt locker auf die 600. Ich hoffe, ich bin schnell genug noch. Wähle im Befehlsmenü den Befehl Beschützen aus, damit die ausgewählte Einheit das festgelegte Ziel beschützt und an dessen Seite kämpft. Dies ist insbesondere in Missionen, in denen es um Schutz von Verbündeten geht, nützlich. Könnte ich machen, aber brauche ich gar nicht. Ich glaube, ich kann das so schaffen. Oh, der hält aber aus, ne? Erledigen. Monika wird angegriffen, also steht ja bei mir. Du meinst wahrscheinlich den mystischen Soldaten, bei dem ich eh schon bin. So. Haben wir gleich. Haben wir erledigt. Ja, ja, ja. So, schnell die Base hier clearen. Natürlich auch schon wieder so ein scheiß mystischer Soldat drin. Ach komm, machen wir mal. Yes! Doppel-Special-Ding. Der Gesamtschaden eskaliert komplett. Die Trefferzahl ist auch verrückt. Genau. Okay, er ist instant tot. Ja, Kriegeranzeige für gelbe Tränke. Ist in Ordnung, ich sagte, ich gehe nach Westen, ne? More bandits that eluded us. Leave none alive. Wenn nur das sich der Dieb zurückzieht. Ja, da will ich gerade hin. Missionen haben keinen direkten Einfluss auf den Ausgang des Kampfes. Wenn du sie abschließt, können sie dir einen Vorteil im Kampf oder eine Belohnung gewähren. Ja, 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 ich mach schon schnell. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Oh, in die Richtung rennt da was ein. Unhold. Bleib stehen, wo ist er? Da ist er. Und natürlich ein Dunkelmagier ist da auch noch. Ah, ja, ich sehe gar nichts mehr. Level up, wer dann ich? Ja. Genau, dankeschön. Okay, Dieb ist erledigt. Toppi. Dunkelmagier war ja auch weg. Ja, komm. Gehen wir direkt in Ultramodus. Das wird ihm nicht gefallen. Kronia ist aufgetaucht. Das ist ein Problem. Hi there. I'm Kronia. But you can just call me the lady that's about to murder you. Or, you know, don't. It's her. So be it. Kill her. Ja, Gabriel machen sie wahrscheinlich nicht. Ich selbst fand tatsächlich die, also wir reden wahrscheinlich von Lords of Shadows gerade. Ich fand die Gabriel bei Mon Story absolut großartig und total unterschätzt. Aber die machen wahrscheinlich eher den Official Kanon. Und da passt Gabriel leider nicht rein. Bin ich in die falsche Richtung? Ah ja, der Special wird halt automatisch ausgelöst, wenn die Zeit alle ist und jetzt war hier kein Gegner mehr übrig. Das ist ein bisschen schade. Ja, ja, wir haben es verstanden. Total toll, ihr seid so kräftig. Das gelbe Ding sammle ich mir hier nochmal ein. Edelgard besetzte die Kapelle. So, jetzt kurz mal Überblick schaffen. Kronia besiegen. So, helft mal bitte da hinten. Ich wechsle selber auf Hubert, um das hier mal zu klären. Und die beiden Verrückten schicke ich Kronia erledigen. Okay. Dunkelmagie und der Status gebannt. Dunkelmagie-Angriffe können den Gegner mit dem Status gebannt belegen. Gebannte Einheiten bewegen sich langsam, ihre Verteidigung und Resistenz sind gesenkt und der Schaden wird beim Abwehren nicht reduziert. Je stärker der Elementareffekt des Angriffs, umso höher die Chance, den Status gebannt zu wirken. Oh, das ist cool. Lichtmagie und KP-Absorption. Lichtmagie-Angriffe haben eine gewisse Chance, in regelmäßigen Abständen KP wiederherzustellen, wenn sie Gegnern Schaden zufügen. Je höher der Elementareffekt des Angriffs, umso höher die KP-Wiederherstellung.
Manche Lichtermagie-Angriffe stellen keine KP wieder her. So. Ja, oh nein, ich wollte den... Den jetzt ja, ist noch gar nicht gespielt, ich weiß gar nicht, was das drauf hat. Und er ist natürlich ein bisschen schwächer, weil er ein niedriges Level hat. Aber es soll mich nicht aufhalten. Oh, ich muss ausweichen. Yes! Ja, komm, der ist gleich kaputt, der ist gleich kaputt. So, ich glaube, die KOs habe ich für meinen S-Rang, aber ich weiß nicht, wie ich in der Zeit stehe. Oh Mann, kann ich ihn mal wieder markieren? So, das war's, super. Dann machen wir den nochmal sauber. Dann müsste Crone ja jetzt wahrscheinlich auch erledigt sein. Ja, ja. War's das? Oh, ich will das noch hier sammeln. Loot. Oh, ich kann noch angreifen. Ist es noch nicht vorbei? Ach Gott. Eine wilde Dämonenbestie. Wow. Oh mein Gott. Nee, da will ich nicht im Weg stehen. Ja. Monster sind riesige Gegner, die sich stark von normalen Soldaten unterscheiden. Wenn du dich in der Nähe eines Monsters befindest, werden dessen KP und Schwächen oben im Bildschirm angezeigt. Monster werden von 4 Barrieren geschützt. Barrieren können durch Angriffe, die auf die Schwäche des Monsters abzielen, oder durch Angriffe im erweckten Zustand zerstört werden. Die Zerstörung einer Barriere bewirkt beim Gegner Rüstungsschaden. Wenn die Rüstung eines Monsters zerstört wird, kann es nicht agieren. Nähere dich und drücke X, um einen Gegner kritischen Ansturm auszuführen, um beim Monster den Verlust eines KP-Balkens zu bewirken. Jedes Mal, wenn Rüstungsschaden erzielt wird, kannst du seltene Ressourcen erhalten. Okay. Ah, und da steht dann immer, womit ich angreifen muss oder was? Die Symbole rechts neben dem KP-Balken eines Monsters zeigen an, über wie viel KP-Balken es noch verfügt. Ah, wird der KP-Balken des Monsters geleert, wird ein Symbol entfernt und seine KP werden vollständig wiederhergestellt. Sobald alle Symbole entfernt wurden und sein KP-Balken geleert ist, kann sich das Monster nicht mehr bewegen. Nähere dich ihm und drücke X, um es zu erledigen. Das heißt, erste Symbol ist ein Schwert, also muss ich mit Schwert angreifen und da passt jetzt meine aktuelle Klasse. Als nächstes brauche ich dann Ferdinand. Oh, ich muss weg. Oh, Ferdinand von Ire. So, das macht er nicht. Jetzt wechseln. Hallo, hau mich nicht. Genau, erweckter Zustand geht ja eigentlich immer. Hätte ich vielleicht in der nächsten Runde machen sollen. Oder am Ende, wenn ich mit Licht angreifen soll, da brauche ich dann Hubert. Aber der erweckte Zustand hält ja auch vielleicht ein Weilchen. Ach, war's das schon? Oh, das war ja low. Ich war noch gar nicht fertig. Oh, ich hätte das nur eine Stunde gemacht gegen den jetzt. But still, Monica is safe and that's what matters. Okay, abgeschlossen. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das schnell genug war oder nicht. Oh, nee, ey, weil ich war 8 Sekunden zu langsam. Wollt ihr mich verarschen? Oh, Sack. Vor allem zweimal S-Rang, einmal A-Rang, direkt A-Rang. Ja, ich glaube, ich habe am Anfang zu viel darauf geachtet, dass ich genügend Leute töte, weil ich dachte, die Mission wäre schneller vorbei, als sie dann tatsächlich vorbei war. Und das hat mich die 8 Sekunden gekostet. Traurig. Sehr traurig. Oh Gott. Da wurde ordentlich was gelevelt jetzt. Kampftechniken, Magie und Fertigkeiten erlernen. Wenn sich der Klassenlevel einer Einheit erhöht, kann sie neue Kampftechniken, Magie und Fertigkeiten erlangen. Wie diese ausfallen, kann von Einheit zu Einheit variieren. Selbst zwischen Einheiten derselben Klasse verwalte sie im Inventarmenü. Okay. Ah ja, neue Waffen und so.
Manche Waffen verfügen über Attribute. Attribute entfalten ihre Wirkung, wenn eine derartige Waffe ausgerüstet wird. Es gibt mehrere verschiedene Arten. Verschiedene Versionen derselben Waffe können über unterschiedliche Attribute verfügen. In Kämpfen, bei denen der empfohlene Level hoch ist, besteht eine höhere Chance, eine Waffe mit guten Attributen zu erhalten. Manche Waffen werden jedoch immer über dasselbe Attribut verfügen. Okay, Lederschild gibt 2 Verteidigung, Giftschwert hat halt Giftschneide, kann man die Details angucken, gewährt Angriff eine Chance, den Gegner zu vergiften und erhöht den von Kampftechnik und Magie verursachten Schaden etwas. Ja, Kraft erhöhen, dann kann man die auch nochmal hochschmieden, so wie das aussieht. Und einen Eisenbogen haben wir ohne irgendwelche Skills. Ein bisschen Geld. Ja, Veredelungssteine ordentlich, die noch drüben. Davon ist nochmal abhängig, wie viel Kohle ich kriege, meinen Rang. 8 Sekunden, Leute. I thought I would never breathe fresh air again for as long as I lived. I'm not sure what to say except thank you, everyone. How did you end up in such an awful place, Monica? I heard you went missing in House Ox territory. I did indeed. In fact, I was on the verge of graduation when I was kidnapped by the strangest people. Oh, how silly of me not to introduce myself. I'm Monica von Ox. I'm the eldest child of Baron Ox, and one of your Highness's most loyal subjects. Seeing as you saved my life, I plan to devote that very life back to helping your cause. You've not changed at all, though I do appreciate the enthusiasm. Monica was a Black Eagle in last year's class. One might say she's part of the old guard. I'm not sure how I feel about you calling people old. Yes. I think I understand. This all began when the knights lost sight of the bandits and you gave chase. Afterward, you entered a suspicious fortress and rescued a missing student. Well, there's nothing wrong with that. I'll be sure to smooth things over for you once we're back. Sounds good. But, why are you even here, Alois? Because the knights sent for help after you left them behind. Did you expect anything different? Not that I'm trying to lay blame at your feet. I know you were following Professor Euritza's lead, so I think everyone involved can head home knowing they did just swell. For as you know, all swell that ends swell. Still, I find this a rather grave turn of events. To think the same bandits who attacked our charges were behind another student's abduction. I never said I was kidnapped by bandits. You didn't? Now that I think on it, not everyone in that fortress was dressed like a common rogue. Perhaps the bandits were mere decoys while some other villain pulled strings behind the scenes. Yeah, there was one real piece of work. Kranya, I think, who managed to escape. I've seen all kinds of people as a mercenary, and she was definitely not your everyday bandit. You're on the right path. Perhaps I should just tell you who kidnapped me, seeing as I already know. What? Why didn't you mention this earlier? Everyone was busy speculating, so it was difficult to cut in. What do you know, child? Out with it. Her Highness can vouch for this, but my memory is quite strong. Try remarkable. You never forget a face, even one seen only at a glance. Your Highness, thank you for the compliment. I'm certain of what I saw. The one who kidnapped me was surely Tomas the librarian. Tomas? Impossible! But Tomas has been at Garreg Mach even longer than I have. I don't want to believe it, but based on what you say, we've no choice but to investigate.
But Sir Alois... Be on guard. If Tomas is in league with Crania, he is dangerous. Very well. I will quietly report the matter to Lady Rhea and leave the decision in her hands. Not a word of this to anyone. Is that clear? Well, now things are getting interesting. Honestly, did not see this coming. So what do you make of this Crania? Why do you think she was at the fortress? You seemed preoccupied with her during the battle. She a friend of yours? Sadly, I wouldn't know. My memory is but a shadow at this point. Gone, vanished, lost. I remember meeting you, but before that, nothing at all. And yet, the moment I saw her, I was struck with the most inexplicable feeling. I couldn't tell you if it was revulsion or affection. It was simply pure emotion. And here I thought I had it tough. Are you worried about me? How adorable! Oh, but I do love that about you. And so, the Archbishop has elected to apprehend Tomas. He has been away from Garreg Mach for days now. During his absence, an investigation of his behavior and personal effects laid bare his hostility to the Church. The Knights have been instructed to await his return and take him in. As quietly as possible, of course. We want him alive, so we might discover the whereabouts of his associates. I'm glad they actually believed me. If they doubted you, you would have known it the moment they clapped you in irons and led you away. So who is this Tomas guy anyway? You say he works in the library? He does. I've lost track of how many times I've spoken to the man. No surprise, Lynn. You practically live at the library. So what did he look like again? Is he the big, burly one? Burly? Not even close! He's a frail old man with a walking stick. From what I understand, he's been at Garreg Mach for 40 years, at least. It is hard to imagine that he had been plotting evil that whole time. I wonder what led to his transformation. Transformation? Would someone not be noticing if Tomas changed his appearance? He meant a mental transformation, not a physical one. Tomas must have changed his mind about the Church at some point. I am excited to have learning of this strange new expression. I must be thanking you. If they were really worried about transformations, you'd expect they would turn their gaze to you. Good to know they're nice enough not to do so. So this Tomas person sent the bandits after us? What an awful man. We're lucky to be alive. You're one to talk, Bernadetta. You weren't even there. Yes, you were not having reason to fear for your continued living. You're right! Everyone, pipe down. Something's happening outside. Are they ready at the gates? Yes, sir. Every exit is covered. Well, well, it sounds like Tomas has returned. I don't know why I know this, but you need to get out there, and quickly. I think Tomas is here. I'll be right back. Wait, we should discuss this before you... Never mind. There he is! That man down there. Lady Rhea wants to speak with you. I suggest you accept.
This doddering persona of mine will benefit me no further. What is this? Familiar, right? Such hubris from mere vermin. You will pay for this. Find him! Right! What he did was just like... Prologue. The Shadows of Adrestia. Upon his return to Garreg Mach, the humble Tomas shapeshifts and flees, and not even the Knights of Ceres's most concerted efforts can track down the erstwhile librarian. Meanwhile, Edelgard seizes upon Monica's rescue as a chance to start down a radically different path than she had originally planned. Things went like clockwork with Monica. Thanks to Professor Yuritsa playing his part so ably. And equally to those arrogant fools for letting their guards down. I doubt we will see such fortune next time. Next time? Don't tell me. The moment has come to take matters into our own hands at the Imperial capital. This is our chance to finally be rid of them. But, Lady Edelgard, we aren't ready. We'll need an entire host to keep them in check. And we have one. The Church. Forgive my impertinence, but that is not the plan. You are the man who once told me to leave no sword in its scabbard. Yes, but one must also take care not to wound themselves when unsheathing it. I am sorry, milady, but this plan is ill-advised. I cannot support it. And even if I were to ignore common sense and go along, it still throws our future plans into disarray. I thought you devised countermeasures to deal with the Church. Use them. But those were meant for... Very well. Are you absolutely certain this is the path? I am anything but certain. Yet the bandit attack in the mountains created an opportunity we cannot ignore. And I doubt the appearance of this new mercenary is simple coincidence. Plans can be rewritten, Hubert. Either we're doing this, or we're not. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? I am with you, Lady Edelgard. As ever. Then let us walk forward on this path, and see where it takes us. I apologize for bringing this to you on such short notice, Archbishop. Not at all, Edelgard. But might I ask, what prompted this sudden desire to return to Enbarr? We believe one of Tomas's collaborators may have infiltrated the capital. My word! Tomas tended the library at Garreg Mach for decades, with nary a blemish on his record. And then, without warning, he drops his disguise and reveals himself to be a vile sorcerer of terrible ability. Someone at the capital also fits that pattern. A man we know all too well. And who might that be? My uncle, and regent of the Empire, Volkard von Arundel. His lordship briefly defected from the Empire before reappearing several years later.
But he returned a changed man, and began seizing power almost immediately. Witnesses claim he wields dark magic in secret, and is able to change his appearance at will. That does sound suspicious, if these witnesses can be believed. I would ask that you do believe them, as the information comes from my own House Vestra. I see. And when you return to the capital, how do you Lütke? propose to deal with this uncle of yours? Lord Arundel has the support of a number of influential nobles, including the Prime Minister, Duke Eyre. And while we have allies of our own, it's likely they'll require some convincing. To that end, we wish to bring our friends here at the Academy, their daughters and sons, with us under the supervision of Professor Yuritsa. Nee, das sind immer andere. We hoped you would consider deploying the Knights of Seros, so the Imperial Army doesn't get any strange ideas. You wish to march on the Empire, with the Church's knights at your back? Your support would give credence to our claims. Additionally, the Knights would keep the populace in check upon our arrival, thereby preventing the city from descending into utter chaos. The more I hear of this, the more credible the threat sounds. It's clear you have thought carefully and planned well. We intend to seize the palace with our own forces, and will do our utmost to contain the conflict there. But we still need your help. Please. I have two conditions. The first, when you capture Lord Arundel, he is to be turned over to the Knights at once. The second, our Knights are not to engage in battle directly. I would have it no other way. Step lightly, Edelgard. Should these claims about Lord Arundel prove false, we will take action accordingly. Make no mistake as to who will be held accountable. Understood. But please know we have nothing to gain from deceiving the Church. Very well. I will summon the Knights and let you instruct them as to your plan. May the Goddess watch over you all. Well, that was certainly an unexpected conclusion to the whole Tomas saga. Thanks to his shapeshifting ability, he slipped free of the Knights and escaped. Shapeshifting. Yes, that's what I said. Also, I know what you want to say next. His powers are just like the ones you gave me. Don't feel like sharing, hmm? All the same, I saw what you saw. Clearly, we don't have a monopoly on shapeshifting. And now that everyone knows about Tomas, some of them must have connected the dots back to me. At least they've had the grace to keep it to themselves. It's because they trust you. Hold on, someone's coming. Ah, there you are. Something wrong? I must return to the Imperial capital soon for an important matter. Will you join me? Most of the other Black Eagles are coming. What's this about? I fear I must keep that to myself until we're closer to the capital. But I promise you this, there will be battle, and you will have a chance to shine. Are you sure? I mean, these powers I have... Are like the ones Tomas used? Yes, that is a bit disquieting. Still, you've given me no reason to mistrust you. You could have wrested yourself free of us from the start, but instead you chose to stay here at the monastery. You fought by our side and helped us save Monica.
I think I can give you the benefit of the doubt. But here's my true proposal. If you accompany us, there's a good chance you'll learn where your powers come from. Ooh, now that is intriguing. In that case, I accept. Thanks. Okay, Monika ist jetzt spielbar. Oh, Ferdinand hat mich verlassen. Nein, Bernie, Casper, Linhard. Alle weg. Ich frage mich, was für ein Kampf uns da erwartet. Ich sollte mich umhören, um mehr darüber herauszufinden. Okay, Leute, ganz kurze Pause. Ich bin gleich wieder da. Geht nicht weg. So Leute, ich bin wieder da. Weiter geht's. So, jetzt solltet ihr das Spiel wieder sehen. Perfekt. Wir machen das, wie wir das vorhin gemacht haben. Erstmal alle Gespräche führen. So, erstmal mit dir. Hallo Ladislava. So, jetzt nehmen sie alle mit. If you will, do you have a moment? Huh? Also Edelgard muss ich nicht hinterfragen. Stehe ich immer hinter ihr. What are your thoughts? Schön mal eine Anspielung auf das DLC. Irgendjemand Person? Ich verguckt oder da? Hey! If I may. Ruby. Let's see. Ja, einfach nicken bei Hubert.
In essence. Ja, zumindest ist, ist das Lager hier relativ überschaubar, um alle Gespräche zu führen. Well... My word is a bond. Wer ist das? Monika. Over here. Nuh-uh. I agree. Need something? Hey! Let's see. Handle it, will ya? Oops. You should hear this. What's going on? So, wenn man die Frage, gibt es hier Unterstützungsgespräche? Ja, guck mal, die können wir auch nochmal führen. Ah, nein. Ah, aber da sieht man, wie weit das quasi ist. Das ist schon mal interessant. Und im Lagerhaus, was kann ich da machen? Genau, ich kann die Resistenz nochmal dauerhaft erhöhen von irgendwem. Oh, Petra hat ja fast gar keine Resistenz. Casper auch nicht. Petra ist aber auch Level 1, ne, muss man dazu sagen. Aber 7 ist doch recht wenig. Petra kriegt das, weil ich Petra mag. Goldbeutel, den kann man in einem Laden verkaufen. Amiibo-Geschenke. Oh, muss ich auch demnächst mal machen. Aber ich habe gerade keinen parat, deswegen mag ich jetzt nicht aufstehen. So, ich speichere mal kurz, dann steht das. Ich bin jetzt Kapitel 2 und 3 sind Zeilen. Ah, ja. So basically... Okay, dann kann's ja losgehen. Edelgard, wo bist du? Ja, sowas wie Schmiede und so, das muss ja auch alles noch dazu kommen. Ich weiß nicht, ob sie das in die Demo noch reingehauen haben oder ob das dann erst im Hauptspiel kommt. What do you think? Ja. Ausholen und los geht's. Kampf! What? Solon's been unmasked? Yes, my lord. Rooted right out of the monastery. First Kronya's debacle and now this. What in the world is going on? I know not, my lord. What are we to do? Keep our composure for a start. Send word to the kingdom and see that Cleobulus is informed. Tell him to remain prudent. If he must go into hiding, so be it. At once, my lord. Yes? Lord Regent, I have urgent tidings to report. You may enter. Forgive the intrusion, my lord, but we just learned the Knights of Seros march on Enbarr.
Their purpose is unclear, but they will arrive by morning. We've been turning ourselves upside down to make ready. The Knights of Cerros? No. Do you think? There's only one person who could be behind it. How dare she bare her fangs at us? They may already be within the palace walls. Mobilize the guards and search. If anyone so much as looks at you askance, kill them on the spot. Yes, my lord. Her Highness has given the signal, Valdemar. Already? I had thought they were still negotiating. Things are moving rather quickly. The situation must have changed. Our children are still at Garrick Mach, after all. I admire how strong she's become. I just wish we'd had more time to appraise her competence. Well, if she's caught us with our breeches down, imagine how they feel. I can't wait to see the confused look on those dastards' faces. Oh, I'm going to enjoy every second of this. As if you'd be content to watch. Once the battle starts, you'll be knee-deep in gore with all the rest. Which means I'll have to make it clear where I stand. We can't afford to tear the Ministry apart by having the pen and sword at odds. These are your instructions. I imagine they may not come as a surprise to many of you. For some time now, Enbarr Palace has been infested with the same darkness you saw in Tomas. They have made a puppet of the Emperor and plot with disloyal subjects to seize control of the Empire. Our objective is to stamp these traitors out, seize the palace, and reclaim the Empire for our own. You realize it's just us, right, Adie? That sounds kind of impossible. Still, the Empire is having many soldiers. Perhaps you could be changing their minds? Those who can be won over will be. And the realization they are fighting the Imperial Princess ought to dull the others' blades. We have also secured the cooperation of several nobles inside the palace. Very impressive, Your Highness. And very you. I suppose all that remains is to head inside and take care of business. Just you watch. We'll take them all down and have the bards singing our names by nightfall. So here we are, ready to deal a masterstroke to the heart of the mighty Empire. Life with you certainly isn't boring. We'll infiltrate the palace through the rear gate, then apprehend Lord Arundel and Duke Eyre. From there, we'll secure the palace's strategic positions, eliminating all resistance we encounter along the way. If that is our plan, then time cannot be wasted. You can hear them scrambling in the palace from here. Let's not wait for them to find their bearings. Lead the way, Your Highness. Oh, and make sure to keep her safe, Hubert. You know every square inch of that place, after all. Just mind you don't fall prey to your own distractions. These villains have had free run of my house for too long. Today, I take it all back. Oh, es geht los, es geht los. Die nächste Schlachtbedingung für Sieg. Herzog Eyre und Herzog Arundel werden besiegt. Außer relativ groß die Map. Bedingungen für Niederlage gibt es erstmal keine. Bevor du einen Kampf beginnst, kannst du anpassen, welche Einheiten du einsetzen möchtest. Im dunkelblauen Raster platzierte Einheiten können befehligt werden. Zudem können ihnen Befehle erteilt werden. Im hellblauen Raster platzierte Einheiten können nur Befehle erteilt werden. Hebe eine Einheit hervor, um ihren Vorteil gegenüber den Gegnern, die auf dem Schlachtfeld erscheinen werden, anzuzeigen. Du kannst ihn dir anhand von Waffenart und Effektivität ansehen. Wähle Einheiten aus, die gegenüber den Gegnern, mit denen ihr es zu tun bekommt, einen Vorteil haben. Ja.
So, jetzt mal schauen, Einheit wechseln, kann man hier nicht machen. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel sie austauschen für irgendwen anders. Ich meine, ich mag das Team, so wie das jetzt aufgestellt ist, und hier darf ich eh nichts tauschen. Jetzt kann ich hier nochmal Inventar. Stimmt, ich hatte ja auch eine Waffe bekommen. Damit eine Einheit eine Waffe ausrüsten kann, muss ihr Waffenlevel mindestens genauso hoch sein wie der Waffenlevel der Waffe. Du kannst ihr Waffenlevel einer Einheit erhöhen, indem du ihren Klassenlevel steigerst oder sie auf eine erfahrenere Klasse aufsteigen lässt. Wenn der Waffenlevel deiner Einheit steigt, kannst du mit dieser Waffenart mehr aufeinanderfolgende Angriffe ausführen. Genau, wir haben ja hier ein Giftschwert bekommen. Ja, gebe ich. Ihr hat sie es jetzt ausgerüstet, ja. Und ein Lederschild für mehr Verteidigung. Bataillon kann ich noch nicht. Hier hat man unterschiedliche Skills, die man ausrüsten kann. Den mächtigen Schwertangriff raus. Finde ich süß, dass sie die Reichweite dort auch aufgestellt haben. Sonnenschlag, ja. Das ist hier anders. Das ist halt Wind. Ja, nee, ich lasse das erstmal so. Eine bessere Axt habe ich nicht am Start, ne? Nee. Okay. Eisenbow. Haben die auch alle. Ich hätte auch gerne Petra gepimpt mit den anderen Sachen, aber ich weiß nicht. Nee. Mach ich erstmal nicht. So, und mit den Adjutanten kann ich dann Einsatzort. Kann ich jetzt schon. Ich kann die Position verändern von denen, okay. Gut. Das Inventarmenü, Waffen ausrüsten, Kampftechnik, Magie ausrüsten, Fertigkeiten ändern, Klassen ändern. Ja. Mit den Klassen und so konnte ich jetzt noch nicht machen. Durch einen Klassenwechsel ändern sich die Waffen, die ausgerüstet werden können, sowie die Aktionen während des Kampfes. Dadurch ändert sich auch der Vorteil gegenüber Gegnern. Du hast beim letzten Kampf eine neue Waffe erhalten. Rüste sie jetzt aus. Habe ich gemacht. Habe ich schon gemacht. Aber warte mal, Inventarmenü. Hier hieß es, ich kann Klassen ändern. Ne. Warte mal. Optimieren. Was? Oha, guck mal, dann nimmt er hier andere Skills rein. Finde ich das in Ordnung? Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn er meint, es ist optimal, komm, machen wir mal. Machen wir mal. So. Ich glaube, kann losgehen. 13 Minuten haben wir Zeit. 1000 Gegner erledigen wir. Okay, diesmal ein bisschen schneller. So, noch ist der Weg linear. Schon irgendeinen Adjutanten. Ich weiß nicht, ob das Ruby der beste Adjutant ist. Vergiftet werden. Wenn du vergiftet wurdest, nimmst du eine festgelegte Zeit lang Schaden. Zudem werden deine Stärke und Magie gesenkt. Sollte nicht vergiftet werden, ne? Begib dich zum Thronsaal, ja? Ja, versuche ich gerade. Yes. Okay. Materiallager gehört mir. Jetzt mal schauen. Hier kann man zwar lang, aber da ist nix. Also gehe ich linear den Weg weiter. Ich weiß nicht, ob die anderen jetzt irgendwie hier mitkommen. Die kill ich mal einfach, weil sie auf dem Weg liegen. Aber das hat die nicht gekillt, ne? Das soll stärker sein, der Scheiß. Ja komm, den erledige ich hier. Schade, dass die Kills, die meine Teammates machen, mit in den Kill-Counter reingehen. Ich glaube, ich bin schon wieder zu killgeil, ich muss mal aufhören. Aber letztes Mal hat tatsächlich die Zeit mich daran gehindert, einen S-Rang zu kriegen, und ich will nicht nochmal, dass das passiert. Thronsaal hat hier erreicht, ja, sieht doch gut aus. What in the... No! Seal the gate now! Hau halt ab. Well, this complicates things. We'll have to cut around through the garden. So, begib dich durch die Gärten und verfolge Herzog Eier. Soldiers to the gardens! I want a sword on every path between myself and those rats.
So, warte mal. Ist das denn zeitkritisch? Wahrscheinlich nicht. Nee, sieht nicht zeitkritisch aus. Gucken wir halt erstmal in den Thronsaal. Oh. Physische Angriffe und magische Angriffe. Es gibt zwei grundlegende Angriffsarten. Physisch, klar, der Schaden wird anhand der Stärke und der Verteidigung des Gegners berechnet. Bei magischen Angriffen Bücher, der Schaden wird anhand der Magie und der Resistenz berechnet. Bewährte Ritter verfügen über eine hohe Verteidigung, aber über eine niedrige Resistenz. Bücher nutzende Klassen wie Mönche und Magier wird es also leichter für ihnen Schaden zuzufügen. Gewisse Klassen verstehen sich auf beide Angriffsarten. Zudem gibt es einzigartige physische Waffen, die auch magischen Schaden zufügen. Ich hätte das nicht verstanden. Ich wollte jetzt auf Ruby wechseln, aber warum kann ich das nicht? Vorher war es ja auch immer so, dass ich zwischen den Adjutanten mit der wechseln kann. Das war ein bisschen dran gewöhnt, glaube ich. Falsche Taste. Windmagie und der Status Windzerrissen. Windmagie-Angriffe können den Gegner mit dem Status Windzerrissen belegen. Windzerrissene Einheiten erleiden mehr Schaden, nachdem sie hochgeschleudert wurden. Durch den Schaden können Luftklingen entfesselt werden, die den Einheiten in der Nähe zusätzlichen Schaden zufügen. Je stärker der Elementareffekt des Angriffs, umso höher die Chance, den Status Windzerrissen zu bewirken. Auch die Entfesselung von Luftklingen wird dadurch einfacher. Oh yes. Ich glaube, das mochten wir nicht. Was ist das? Was ist das? Seht ihr doch auch. Keine Ahnung. Die Truhe, kriegt die auf? Nee, ne? Braucht einen Schlüssel. Ich habe gerade keine Einheit, die... Ich glaube, ich habe... Warte mal. Petra, oder? Kann Petra sowas? Das muss ich jetzt mal kurz testen. War sie nicht eine... Nee. Ja, nee, sie ist Myrmidone, ne? Okay, dann gehe ich jetzt mal zum Hauptziel weiter. Oh, ich glaube ab hier, ne, ist nur ein Weg. Nur ein möglicher Weg. Ich dachte kurz, das splittet sich da schon ab. Da, warum kann ich nicht auf Hubert wechseln? Erklärt mir das. Ist Hubert generell kein spielbarer Charakter auf der Mission? Das ist es wahrscheinlich. Ja, gut. Das ist natürlich doof. Das erklärt das dann auch. Ja, warte, dann krieg ich sie und krieg ich jetzt Edelgard rein? Ja, guck mal. Dann kombiniere ich mich lieber mit Edelgard. Vor allem schon irgendwie 265 KOs. Level up. Yes. No offense, but what's to stop him from running away? Oh, I already solved that particular problem. Oh, yes. Ja, die gehen klar, die kriegt man ganz gut hin. Oh ja, hier Ritzer würde ich auch gern spielen. Kannst du dir den ganzen Kampftext immer merken? Meinst du das Tutorial-Gelaber, was da steht? Das meiste würde ich schon sagen, ja. Aber auch nur, weil einige Sachen entweder logisch sind oder man sie aus den anderen Teilen kennt. So, das ist halt immer noch sehr linear. Hier spaltet sich das ein bisschen auf, ne, wenn ich da rumgehen kann. Aber da schicke ich Hubert hin. Hubert kann mal den da klären. The time has come, ministers. Show the Duke your true allegiance lies with the Empire. Oha. Der Leopold. Apologies, Ludwig, but if you want to leave, it'll have to be through me. Der hat keine Chance, hat er nicht. Auch Waldemar von Dulli hat auch keine Chance. Although I must seem like nothing in comparison to that bear and
front gates. Muss ich jetzt entscheiden oder muss ich beide machen? Achso, die helfen mir, ne? Bei nett und so. Ich muss öfter mal diesen A-Special machen. Das mache ich ganz selten. Denke ich mir nicht dran. Vor allem ist das Ding stark. Übertrieben stark. Sag mal. Macht Hubert mal seinen Job und tötet den da? Petra, hilf ihm mal. Der irgendwie nicht klar. So, die ignoriere ich jetzt mal. Ist eilig. Ja, wieder falsche Taste. So rum. Yes, das ging schnell. Okay, Kämpfer schaffe ich. Oh, wo ist das? Da ist der. Basiskommandant. Kein Ding. Zu erledigen. Wo ist hier der andere? Da ist der. Ich glaube, die hätte ich... Oh, ich sehe was. Ich sehe den Schlüssel. Nee, das mache ich mal schnell. Nein, Ja. Meine Teammates da reingerannt oder war es, weil ich da in der Ecke lang gewatschelt bin? Aber nein, ich will... Oh Gott. Hey, was? So. Ja, nimm ihn gefangen. Und nebenbei, es ist ja, glaube ich, egal, wer den Schlüssel hat. Warte mal, wer ist denn hier? Ja, irgendein Random. Ich schick mal, Monika schicke ich hin. Und zwar da... Kann ich die... Zu der Position? Ja, okay. Zumindest hoffe ich, dass der Schlüssel dann... Dass jeder Charakter den Schlüssel hat, sobald ich ihn sammle. Was war's mit den Feuerkugeln? Okay, die Bollwerke besetzen. Okay, ich habe einen Torschlüssel. Ich hoffe, der hat jetzt jeder im Inventar. Oh, Bollwerkkommandant. Erledigen. So. Oh Gott. So, ist sie jetzt losgegangen eigentlich? Wo ist sie? Ich hab ihr doch... Da ist sie. Okay, das ist schon mal ganz gut. Monika ist halbwegs in der Nähe. Hubert, klär mal das Ding. Und Dorothea, kümmere dich mal darum. Und Petra, mach den da. So, und ich gehe jetzt mal auf Monika. Falsche Richtung. Hier hin. Und guck schnell, dass ich die Truhe hier aufkriege. Ja. Komm, geh auf. Ja, mach doch bitte. Ein Examensiegel. Nice. Okay, da komme ich auch nicht mehr hin. Aber ich kann sie doch jetzt auch irgendwo hinschicken. Ja, geh dahin, mach den Platz. Oh Gott. Schon verweilen. Den hier auch.
Oh, der andere Angriff war auch tatsächlich ganz fancy. Wenn ich mit ihr? Nein. Scheiß mal auf sie. Okay. Ja, die beiden kann ich nicht steuern. Aber ich helfe da oben mal ganz kurz aus. Ich weiß halt jetzt leider nicht, wie gut ich in der Zeit liege. Und was ich auch gerne wissen möchte, ob er die Zeit weiterzählt, wenn ich im UI rumdaddel. Ich hoffe natürlich nicht. Okay, super. Das ist ja jetzt auch übernommen. Wie sieht es sonst auf dem Schlachtfeld aus? Eigentlich. Ja gut, da unten ist noch irgendwie ein Böser. Kriegen wir es hin? Etwa, mach mal. Nein, du sollst auf ihn gehen. Okay, ansonsten sehe ich hier nichts mehr. Ja, warte, hier ist einer. Hallöchen. Oh, da brauche ich Adjutant. Los, Edelgard. Sehr schön. Das war gut. Ey, gib mir das. Ja, und ein paar Gegner muss ich doch mal langsam killen. Weil ich weiß nicht mehr, wie viel ich besiegen sollte. 20.000? Auf jeden Fall mehr als 600 noch was. Aber es gibt wahrscheinlich wieder eine zweite Questphase. Oh, sehr schön. Petra hat den Kämpfer besiegt. Da ist der Herzog. Wieder falsche Taste. Ich hab so ein Talent für. Oh, ich muss wechseln. Yes. Schwert ist besser. Okay. Aber das kann es doch nicht gewesen sein, das wäre zu einfach. Und Level Up für Edel. Schwieriges Sound. Ja, jetzt öffnet sich halt erst alles, ne? Yes, but he is the one we need to worry about. Keep moving and remain alert. Duke Ayer's been captured already. The wretch didn't even have the grace to buy me some time. Okay, komm hier runter. Jetzt muss das schnell gehen. Well, I've little interest in facing Burgundy. So it's time for me to deploy my wild card. Oh Gott, was ist los? Eine dunkle Barriere. Okay, ja, dann müssen wir uns hier wieder ein bisschen aufsplitten. Okay, warte. Petra, du gehst doch mal bitte einfach hier hin. Und Monika, geh von mir aus dahin. Ihr macht das schon. Okay, genau, dann gehe ich hier lang. Hier ist ein Kommandant, Basiskommandant, genau. Weggeschnubbelt. Kämpfer ist da. Yes, so erwische ich ein paar. Ja. Das hat gezündet. Keep it up. We must eliminate the mages. These are definitely the same people who kidnapped me. Oh, warte. Haben die es geschafft hier oben? Nee, die haben zu kämpfen. Oder dann muss ich dir mal helfen. Damit das schnell geht. Ja, perfekt. So, hier ist Magier. Kannst du mal erledigen jetzt. Und Basiskommandant natürlich.
Ein Schmutz. Okay. Level up. Ah ja, ich mag das Level up hin. Also sie ist halt schon völlig OP jetzt. Okay, dann sieht das hier ganz gut aus. Ich kann das machen und Petra darf gerne irgendwo helfen. Schon mal, weiß ich nicht, dahin rennen, oder? Was ist da unten? Dahin rennen, ja? Oh, so. Oh, die nehmen mich schwach. Aber ich habe Edelgard. Oh Gott, der Angriff ist ja schön. Unartig. So. Das Ding, ne? Das Spiel baut ein bisschen Druck auf, wenn man diesen S-Rang haben will. Aber ich mag tatsächlich Edelgards Set, weil das halt so wuchtig ist. Ja, jetzt wieder ein mystischer Magier. Ich mache als erstes aber mal den Bollwerk-Kommandanten. Nervt. Auf die 1000 Kills komme ich auf jeden Fall locker. So, yes. Jetzt noch den Magier killen. Und Petra ist hier noch in einem Bollwerk unterwegs. Barriere aufgelöst. Auch was Gutes. Oh yes. So, warte, irgendwen muss ich hier durchschicken. Warte, wen haben wir? Hubert, Dorothea. Das sind die halt. Sonst wen? Komm, Hubert. Von mir aus kämpfst du da oben. Dorothea, du hast doch bestimmt auch Bock drauf. Macht es zusammen, weil ihr einzig kacke seid. Okay, ja. Und, mein Gott, sie hängt ja immer noch da hinten rum. Ist ja unmöglich. Von mir aus dahin. Any who sided with Duke Ire or Lord Arundel and oppressed Her Highness will receive no quarter from us. Ja, komm. Kurzen Prozess. Ja, es ist schade, dass die neu dazugekommen sind, irgendwie leveltechnisch so hinterherhängen. Bisschen fies. Nebenmission ist jetzt alle Bollwerke, ja. Ich tatsächlich vor. So, ich schicke sie, weiß ich nicht, wo ich sie hinschicken will. Von mir aus. Da. Und ich werde jetzt Edelgard wieder spielen. Okay, das sieht gut aus. Hier ist jemand zum Erledigen. Aber ein Oller Soldat. Ja, aufpassen, wenn er so einen Unblockbaren macht. Ja, komm, jetzt. Hubert hat einen Soldaten besiegt, ich fass es nicht. Dann, dürft ihr den da aber auch besiegen, ja? Geht weg. So. Oh, der hat eine Axt. Könnte ich eigentlich gleich wechseln. So. Ja, auch gut. Ein paar Leute gestorben. Hat er was gedröppelt? Ja. Hat er. So, und das ist das letzte Bollwerk, glaube ich.
However, you clearly have no concept of how terrifying I can be. Level up. Oh yes, Edelgard, Level 4. So muss das sein. Lady Ja, Edelgard dann chooses to abide your existence. No. Dann sieht das aus, als sind jetzt alle am Start. Gegen ihn. Ja, der Volkart von Arundel. Selber elendes Ungeziefer. So Schnabbel. Ich brauche mehr kleine Dulli-Gegner hier. Ich komme sonst nicht auf meine 1000. Nee, ich bin starkes. Komm schon, ich brauch aber so ein paar Rote noch. Krieg hier noch ein paar feindliche Einheiten. Ja. Okay, die 1000 sind voll. Ich hoffe, dass es nur 1000 waren. Ich weiß nicht, ob es 1200 oder 1000 waren. Aber ich glaube, 200 extra komme ich nicht mehr. Das war's auch schon. I know when I am bested. Not happening. We are the darkness itself, and the darkness cannot be slain. He escaped. Cowardly of him, but we can take comfort in our victory either way. I guess. Now what? Huh? Are you kidding me? When mercs want to celebrate a win, we slap our open palms together, like that. A commendable victory, Lady Edelgard. Thank you, Hubert. Still, I don't much like how those rats managed to keep skittering away. I imagine that guy's pretty close with Kranya and Tomas, since he shapeshifted and all. Yes. They are all part of a clandestine organization attempting to conquer Fodlan from the shadows. Those who slither in the dark. Huh. Never heard of them. So, what is the plan now, Your Highness? We make ready for my coronation. Hubert, gather everyone in the throne room. At once, Your Highness. Oh, this is wonderful! Your Highness is going to become Your Majesty! Yes, but first I must speak with the Minister of Domestic Affairs, as well as the other counts. Also, I need you to go to the Knights of Saros. I wasn't expecting all of you this soon. What are you doing here? We demand an explanation. You arrested my father, Edelgard. How could you do such a thing without discussing it with me first? I'm probably not getting the finer points here. But you basically defeated both my father and Ferdinand's. Is that right? I wasn't fighting your father, Caspar. He was aiding me, as was Count Hevering. So, what about my father? Did you arrest him? Unfortunately not. Okay. Look, I'm sure you have your reasons for all of this. But maybe you should sit down and talk us through it. And I intend to. We'll reconvene later and clear everything up then. Monica,
Join me. We'll talk as we go. Oh, ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Aber ja, gut. Der Rest war... Ich habe wieder zu viele Gegner gekillt, glaube ich. Ich muss noch mehr die kleinen Gegner ignorieren. Level 9. Ich muss das auf jeden Fall bald mal irgendwie ausgleichen, dass die anderen auch stärker werden. Ja, natürlich ist sie der Held, weil sie einfach höchste Level hat. Deswegen ist alles am leichtesten mit ihr. Oh, bei Edelgard ist aber viel passiert. Who knew this power slept within? One step at a time. I work to grow. Oh, neuer Waffenscheiß. And you say I have 2 years to complete these preparations. In cooperation with Count Hevering, of course. You and Hubert can finalize the details later. As I won't be choosing a prime minister for some time, I realize this may result in extra work for you. However, that also means more latitude to do things as you see fit, so long as you ensure we're prepared for a 5-year war. I will not rest until I discover a solution, Your Highness. So long as our military leaders don't tread on my toes, I shouldn't have too much difficulty. For something this big, you better believe we'll have plenty of need for resources. Leave it to a narrow-minded quill carrier like you to call that treading on your toes. In Her Majesty's name, I will decide what is and isn't appropriate regarding your needs. Also, anyone would seem narrow-minded when compared to a swollen-headed juggernaut such as yourself. A juggernaut, huh? Yeah, I like the sound of that. I see someone allowed his sarcasm lessons to lapse. Moving on. Lord Arendel's followers will doubtless attempt to interfere, so we'll need to keep a close eye on them. Once Count Varley joins us, we can discuss the matter I mentioned further. It seems he's just arrived, Your Majesty. Apologies for my tardiness. Gregoire von Varley at the court service. My, but attendance seems light. Where is the Lord Regent and the rest of our noble six? Duke Eyre stands accused of treason and has been dismissed as Prime Minister. He currently awaits judgment in one of our finer dungeons. Lord Arundel is a fugitive from the same crime, and will be taken in soon. Dead or alive, it makes no difference. Well, this is a rather shocking turn of events. I had no idea Ludwig was capable of such things. Still, rest assured that I am nothing like him. Indeed. And as for the others, Duke Gert was dispatched to Western Fodland to conduct negotiations. And my father, the late Marquis Vestra, perished in the struggle to capture Duke Eyre. Which makes me the new Marquis Vestra, and Minister of the Imperial Household. Ah! You've nothing to fear, Count Varley. Her Majesty intends to bestow a great honor upon you. Majesty? Wait, you mean... The title hasn't been formalized just yet, but as it stands, you should view it as a foregone conclusion. More importantly, Count Varley, there is a very important position I wish for you to fill. I intend to rebuild the Southern Church, and who better to be the bishop than you, our Minister of Religious Affairs? I will make my case to the Archbishop personally.
Thankfully, Lord Arundel and his men are no longer around to obstruct such a move. You would bestow such a position on me? Make no mistake, it is a great honor, but are you certain? Very. Now then, your first duty in the role will be to oversee my coronation. Do not fail me, Bishop. I'm sorry to keep you waiting. Are you enjoying your stay at the palace? More than I expected, though I do feel a bit out of place here. Understandable. Everyone here either is a noble themselves or serves one. However, that will change. As Emperor, I plan to end discrimination based on social status. Everyone will have a chance to rise to the top, whether they are born into the aristocracy or not. No more nobles or commoners, huh? That does sound pretty great. I'll be impressed if you can actually pull it off. Oh, I will. But at the moment, I have a proposition for you. Go on. We've successfully expunged the Prime Minister and the rest of that puppet government. But a certain amount of unrest is unavoidable, which means I must remain here in the capital. In other words, I can't go back to Garreg Mach and continue my studies. What about the others? Our noble families will be in disarray as we transition to my system and new heads of household take power. Of course, some, like Dorothea, are not as affected as the other students. But all of them have offered to stay and help rather than return to the monastery without us. If you'd be willing to do the same, I'd like to offer you a top post in my new military. Now there's a tantalizing offer. It's not like you have any real obligation to the church. Plus, it sounds like quite the thrill. I'm more of a hired sword than an officer. Which is why you're perfect. Hubert wants to recruit mercenaries such as yourself and form a new unit. I can't put some noble in command of them. That would be ill-advised. But they would listen to a capable fighter such as you. You're Hubert's first and only choice. I don't know if I really have the experience for it. But if you have that much faith in me, I won't let you down. Having deposed Lord Arundel and Duke Eyre, Edelgard quickly arranges for her coronation, her eyes now fixed firmly on the monumental task laid out before her. All the while, the kingdom of Fargus is thrown into unrest over the right of succession, while the Leicester Alliance finds themselves pitted against an invading Almiran horde. Realizing the troubles of Fodlan will fall squarely on her young students' shoulders, Archbishop Rhea closes the Officers' Academy and permits her charges to return home. Ja, ist schon vorbestellt, Lütke. Scarlet blaze. The struggle commences. It is the end of 1181. 2 years have passed since the Officers' Academy closed its doors. Having ascended the throne of Adrestia, Edelgard has begun to enact sweeping change. The Holy Kingdom of Fargus now calls Dimitri its king, while Claude reigns over the Leicester Alliance. All three house leaders have found their wings as rulers of a new generation. With the whole of Fodlan still reeling from these rapid changes, Edelgard decides the time has come to usher in a new era.
people of Fodlan, the Empire will stand by no longer. Together, we rise against a church that has become steeped in deception and corruption. The church has used their doctrine to deny you power and reshape Fodlan as they see fit. They thrust upon you the illusion of nobility in order to oppress who they choose, and they helped create the Kingdom and Alliance as a pretext for war. Finally, they teased you with the promise of salvation from pain they themselves inflicted, and did so in the name of their own profit. Well, I say no more. The Empire has severed herself from their hypocrisy by restoring the Southern Church and nurturing her people's well-being. And today, we purge the world of their evil forever. We will retake Garreg Mach from the Central Church and stamp out any nobles who abet its depravity. By my title as Emperor Edelgard von Hresvelg of Adrestia, I hereby declare war against the false Church of Seros. The past 2 years have flown by in but the blink of an eye. And while they felt short, they were certainly eventful. The Empire has come far since we removed Arundel from power. We reformed the government, remedied our diplomatic troubles, and bolstered our military. And most significantly, we gave strength to the Southern Church, creating the perfect wedge against the Church of Seros. A shame our bishop has become the target of relentless censure as a result. Why, the Central Church even targeted him for assassination. Poor Count Varley. It could not have happened to a finer man. And then there's the matter of Lord Arundel. What are he and his minions up to now? Slithering in the shadows of Fodlan, much as they have done for centuries. It will not be easy to drag such adept skulkers into the light. Perhaps not. Then for now, let's remain focused on the formidable adversary ahead. Did you call us here, Edelgard? It's good to see so many familiar faces. I did, and thank you for coming. This may be the first time I've seen all of you in the same room since the Officers' Academy closed. Likely, yes. We have all been rather busy marching down the separate paths life laid out for us. Or most of us have, anyway. Others, such as myself, managed to eschew work in favor of a more leisurely existence. Hey! I was working hard at staying in my room, but still... Father's been dreadfully busy, so he's never home. Which has been pretty nice, actually. I was returning home to Bridget. I finished my task, and now I have been returned here. Well enough. Now, as you know, the Empire will launch its attack on Garreg Mach in the coming days. Emperor Edelgard will lead the invasion personally, and wishes for those present to form the backbone of her army. And as it has been some time since Adrestia had an army under the direct command of the Emperor, I fear we currently lack for officers. I trust each of you, and can think of no candidates better suited for the job. Will you do this for me? So you've got other plans for my father's army, I take it? Well then count me in. I'm ready to go whenever. I would have been happy with a life serving you here in the capital. But if war is coming, I want to see it through myself. I'll go wherever you go, Your Majesty. I'm always ready. Plus, it's good to know I haven't been training this hard for nothing.
I've high hopes for you, and trust you will prove the wisdom of my decision. Just you wait. I'm gonna hurdle clean over those high hopes and show you what I can really do. Be certain to save some of your hopes for me, because I most assuredly have what it takes to succeed. And with that, new Empire Army, move out! Ferdinand, kindly leave the commanding and naming to me. Oh, ein persönliches Quartier. In deinem persönlichen Quartier oben links auf der Minikarte des Basislagers kannst du dein Aussehen ändern und Dokumente ansehen, wenn du nach dem Schreibtisch A drückst. That reminds me. How tiresome. Im Basislager bereitest du dich auf den Kampf vor. Du kannst mit deinen Verbündeten interagieren und allerlei Einrichtungen nutzen. Okay, Manuela ist jetzt auch spielbar. Oh, Jeritza ist spielbar. Sehr schön. Ferdinand und die ganzen anderen haben sich mir wieder angeschlossen. Das finde ich auch gut. Einige Einheiten haben neue Ausrüstung erhalten. Und auch das ist sehr gut. Wo bin ich auf der Karte? Hier bin ich. Mit ihr reden. Okay. Liebestag. Aussehen ändern. Aussehen der Einheiten ändern. Über die Option Aussehen ändern in deinem persönlichen Quartier kannst du das Aussehen. Ja. Ändern. Eine Änderung ihres Aussehens im Alltag wirkt sich auf ihre Entscheidung im Alltag aus. Eine Änderung ihrer Aussehen. Ja, das ist klar. Ja. So, ich gucke jetzt eben mal kurz. Was haben wir denn hier? Wir haben das. Und wir haben die Akademie-Uniform. Nein, Kriegskleidung, finde ich gut. Aussehen im Kampf. Standard. Standard. Was geht hier? Das Einzige, also ich finde, die sehen ja alle jetzt super aus, nur bei Petra bin ich mir nicht sicher, ob ich das vorher besser fand. Ich glaube, ich fand das vorher besser. Was sagt ihr? Ich mag das Outfit an sich, aber mich nervt das Haarnetz. Das sieht halt aus, als würde sie bei Meckes arbeiten. Meine Lieblingscharaktere, ich muss halt sagen, Edelgard, dann mag ich Hubert, weil er einfach super treu und ergeben Edelgard gegenüber ist. Ich finde Ferdinand sympathisch irgendwie und der ist immer so flirty und gut gelaunt. Linnard ist mir zu müde und faul. Caspar mochte ich anfangs nicht, aber der ist vom Charakter her, das ist halt richtig aufgeweckt und ein Haut drauf und der ist ganz schön badass und hat sich mega gut entwickelt. Bernadetta, weiß ich nicht, ist halt irgendwie schüchtern und komisch. Sie ist okay, Dorothea ist auch okay. Ich mag sie vom Design her, aber sie ist immer nur irgendwie auf Kerlsuche, das finde ich nicht so spannend. Petra ist halt eine super Kriegerin, die mag ich. Wie gesagt, hier beim Outfit, ich mag halt einfach nur das Haarnetz nicht. Monika, keine Ahnung, habe ich keine Bindung zu, ist mit Wumpe. Manuela ist auch nur auf Kerlsuche, finde ich auch langweilig. Und die Ritzler ist halt einfach der Todesritter. Und das ist episch. Das reicht mir, deswegen mag ich den. Dokumente ansehen. Es liegen keine Dokumente zur Ansicht bereit. Reputation ausgeben. Items kaufen. Ich habe keine Reputation. Ah, guck mal, hier sind die dauerhaften Pimp-Items. Na gut. Ich hoffe, man kann die Stats halt nicht wirklich ins Unermessliche da einfach machen.
Eine Auszeichnung ist verfügbar. Was bedeutet das? Was mache ich damit? Was ist eine Auszeichnung? Keine Ahnung. Ich rede erst mal mit den Leuten. That is all. Ah. Hm. Oh. Wollen ja die ganze Zeit mit der Auszeichnung jetzt, ne? Kaiserliche Gebiete von Adrestia Band 1. Okay, Leute. Nee. Nee, hier ist jetzt keine zweiten Seiten. Okay, man kann Dokumente finden und die halt durchlesen. Cool. You should hear this. Ja. Warum kann man hier rein, wenn hier nichts ist? Ist hier irgendwas versteckt? So ein komischer maskierter Dude. Keine Ahnung, was sein Deal ist. What can I do for you? Klar, dass Lava dann auch nochmal irgendwie spielbar ins Team kriegt. Oder Hannemann. Please. Good day. We will succeed. Oh, da liegt was. Ja, ein Bericht. Listen to this. Das wäre halt auch cool, wenn es die Charaktere aus Nördliches hier geben würde. Als spielbare Leute. Oh, anscheinend gibt's das. Ist hier drin irgendwas? Ne, auch schon wieder so verdächtig. Ja. Nothing to report. Anyway, That reminds me. actually, got it. You, huh? What do you think? Nee, nicht mit ihm. Hallo Bernie. Actually... Nope. Ist so ausgegangen, wie ich gehofft habe. What is it? Yes. Look who has arrived. As it happens. Right on. Right. That reminds me. Uh-huh. Well, hi.
Yeah, I don't know. You're looking good. Well? Right on. Uh-huh. Not happening. Oh. That reminds me. Ach, der Linhard. Der ist immer müde. Did you need something? Let's see. No way. Oh, look who it is. Right. May I have a word? Indeed. Nein, ich habe einen vergessen. Der ist nicht gut. So, hier. Yes. Ja, wusste man ja schon. So, was ist das mit der Auszeichnung? Ich weiß immer noch nicht, wo ich das mache. Well. Right. Let me think. Was geht hier beim Strategen? Nichts. Ah, vergesst nicht, euch eure Auszeichnung zu holen. Mach ich das bei dir? Die Lohnmeisterin. Well, how'd it go? Okay, sprich mit der Lohnmeisterin, um deine Erfolge zu überprüfen und Auszeichnungen entgegenzunehmen. Du findest die Lohnmeisterin im Kommandozentrum in der Mitte des Basislagers. Der Abschluss von Erfolgen ist sowohl während als auch außerhalb des Kampfes möglich. Je mehr Erfolge du abschließt, desto besser werden deine Auszeichnungen. Also setz dir hohe Ziele. Du kannst deine Erfolge auch über die Kriegskarte während des Kampfes oder über das Pausenmenü im Lager ansehen. Folge ansehen. Was habe ich denn so gemacht? Oder was muss ich noch so machen? Naja. Der Übungsplatz wurde über 25% erweitert. Aha. Also alles erweitern. Und dann gibt es unterschiedliche Kategorien noch. Alle Heroenrelikte erhalten. Aha. Okay. Erkundungspunkte auf der Kriegskarte besuchen. Ja, wird sich zeigen. Aber ich habe irgendwas bekommen.
Jetzt ist die Frage, gebe ich die Punkte dann aus? Nee, ne? Kannst du mal machen. Nee, ich gebe die Punkte nicht aus. Sehr schön. Erhöht maximal KP dauerhaft um 200. Das ist auch gut. So, und mehr habe ich einfach noch nicht. Any result's a good result. Hey, da liegt was. Ich lese sie nicht durch. Hallo Edel. What do you think? Das ist halt eine Karte, ne? You see? If you would. Okay. Im Lager umherbewegen. Wenn du im Basislager R drückst, öffnet sich das Menü zur Auswahl eines Ziels. Wähle eine Einrichtung, Einheit oder einen Ort aus, um umgehend dorthin zu reisen. Das ist gut. Dann will ich zum Verkäufer. Hallo Verkäufer, wie geht's dir? Ja. Der Laden. Im Laden kannst du verschiedene Items kaufen und verkaufen, darunter Zutaten und Geschenke. Der Itembestand im Laden ist begrenzt. Entsprechend können Items irgendwann ausverkauft sein, jedoch wird der Bestand des Ladens zu Beginn eines neuen Kapitels wieder aufgeführt. Items kaufen. Was haben wir denn so? Noch mehr Mittelstufensiegel. Ist aber alles auch ganz schön teurer. Stuff, ne? Items verkaufen. Was gibt man da so? Oh ja, Goldbeutel. Die kann ich verkaufen. Sehr schön. Hope to see you again soon. Dann haben wir noch Waffenmeisterin. Welcome. Ausrüstung kaufen. Ja, ganz normale Eisenquark nur. Nee. Come back soon. Brauche ich gerade nicht. Falsche Taste. Dann Lehrmeister. Gott, zieh dir was an. Okay, deine Einheiten können sich auf dem Übungsplatz verbessern. Nutzt die folgende Option. Trainieren, erhöht den Klassenlevel. Level up, Level zurücksetzen, erhöht den Level einer Einheit oder setzt ihn zurück. Warum sollte ich ihn zurücksetzen? Klasse erlangen. Erhalte die Zertifizierung für eine neue Klasse. Oder Übungskampf. Hier kannst du eine Einheit oder Klasse im Kampf erleben. Jetzt mal Klasse erlangen. Was geht hier ab? Erhalte auf dem Übungsplatz neue Klassen, wenn du zu einer anderen oder zu einer erfahrenen Klasse wechseln möchtest. Soll eine neue Klasse gewechselt werden, muss die Einheit die entsprechende niedrigere Klasse meistern, das zur jeweiligen Klasse passende Siegel erhalten. Der Wechsel in eine erfahrene Klasse ermöglicht eine schnellere Entwicklung der Werte und erhöht den Waffenlevel und den Autoritätslevel. Wähle im Inventarmenü Klassenwechsel, um nach Belieben zu anderen Klassen zu wechseln, für die die Einheit qualifiziert ist. Oh Gott. Aha, aha, oh Gott, ich kann ja so viel Stuff hier machen. Aber kann ich mir die anderen Söldner und Dieben, kann ich halt nicht. Ja, ich lerne erstmal Flügel ausbauen. So, Edelgard. Eieiei, da kannst du dich ja dumm und dämlich. Priester, Magier. Für wenige kannst du mit ihnen aufnehmen, falls Magie. Ja, du musst die Klasse erst meistern, vorher geht's halt nicht. Das gleiche. Zwar nicht, ob ich Bock auf Kavalier habe, aber das ist bewährter Rittertyp ist er eigentlich, ne? Zumindest habe ich ihn so gespielt damals. Dann müsste ich ihn aber vom Soldatenmodus abziehen. Ja, und hat er keine Lanze mehr, nee. Lassen wir erstmal so. So was bei Linhard, der wird dann Priester oder Magier. Casper. Na gut, der kann bewährter Ritter werden oder halt Bandit, ne? Der kann richtig viel. Faustkämpfer war er bei mir.
Ich weiß nicht, warum da so ein Pfeil ist. Was am geilsten ist für ihn, oder? Das ist einfach nur das Empfohlene. Oh Gott, warum habe ich so viele Charaktere? Ey, das macht mich fertig. Manuela. Manuela kann Priesterin werden. Ja, dann soll sie das machen. Ach, wurde bereits freigeschaltet, ja, okay. Aber ich könnte sie zur Magierin machen. Nee, will ich aber nicht. Okay, Level Up. Level erhöhen und zurücksetzen. Auf dem Übungsplatz kannst du Gold ausgeben, um die Level deiner Verbündeten zu erhöhen. Hierbei richtet sich der maximale Level nach der Einheit mit dem höchsten Level. Okay. Kannst eine Einheit auch auf Level 1 zurücksetzen. Statuswerte, die durch ein Level Up gestiegen sind, kehren auf ihre Level 1 Werte zurück. Während Statuswerte, die durch den Nutzen von Items und durch Erkunden gestiegen sind, ja, diese Erhöhungen werden beibehalten. So, wie teuer wäre das denn, sie zu leveln? Ja, guck mal, es ist gar nicht so teuer, ne? Schon fast in Ordnung. 30. Teuer wird es halt, weil man das für jeden irgendwie macht. Und sie kann ich nicht leveln, weil sie den Max-Level hat. Bringen wir erstmal Edelgard auf Stand. Genau. Und Ferdinand von Eyre bringe ich auch auf Stand. Und Petra. For Bridget. So, und Hubert. Dann reicht das erstmal. Hat ja auch Geld gekostet, ne? Trainieren. Einheiten in den Trainingsplätzen können durch Training Klassenerfahrung sammeln. Demselben Trainingsplatz zugewiesene Einheiten trainieren als Paar und ihr Unterstützungswert erhöht sich. Das Paar wird voneinander lernen. Wenn eine der beiden Einheiten also über einen höheren Waffenlevel verfügt, erhält die andere Einheit einen Erfahrungsbonus, der anhand der Differenz der beiden Waffenlevel bemessen wird. Je größer die Differenz, desto höher der Bonus. Durch das Trainieren werden Trainingspunkte verbraucht. Zu Beginn eines neuen Kapitels werden die Trainingspunkte wieder vollständig aufgefüllt. Oi, 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 oi. Umfangreich das schon wieder alles ist. Ja, soll Flügel trainieren. Könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, trainiere das, ohne dass ich die Klasse aktiv wechsle. Der eigentlich ganz praktisch wäre, ne? Kann man da einfach andere Klassen mal leveln, ohne sie spielen zu müssen. Probier das mal. So. Wem? Ja, ihm. Und du trainierst mal Kämpfer. Edelgard kann von mir aus. Sie ist jetzt gerade Panzerlord, ne? Aber kann Kämpfer noch weiter leveln. Und dann haben wir. Wen haben wir dann noch so? Petra. Weil die ich halt auch im Kampf benutze. Die ist gerade Myrmidonen. Ja. Dann mach ich das schnell voll. Noch ein B-Slot. Wen haben wir noch? Ja, Ruby. Und Casper mag ich. Ja, er trainiert ja schon hier. Komm, mache ich extra. Soll er auch schneller auslernen. Okay. Training beginnt. Aufeinanderfolgendes Training. Training beginnt. Einfach mal. A middling performance, but acceptable. Oh, ist ordentlich gestiegen, meine ersten beiden vor allem. Hey, a new power. I need more I must make. Can't let this power. Who knew this? I worked. Gott, das ist ja schon wieder so umfangreich alles.
So, Kämpferin ist gemaxt. Dann von mir aus dorthin oder was? Bei ihr Kämpferin. Er ist mit seinem Mönch durch. Das ist absurd. How this takes me back. Yes, it is good that we were meeting. We must work together and improve. This'll help me break. This. I imagine. What? And So, und einmal kann ich anscheinend immer noch trainieren. So, Myrmidone ist erzählt. Von mir aus mache ich den Flügel dann halt voll. Das ist ein Mönch. Was kann er dann? Priester, Magier, nee. Soldat. Okay, Training beginnt. We've definitely got some work to do. This power will. I must. I. Training can be the difference between victory and defeat. So, und jetzt können die Leute auch neue Klassen erlangen. Das ist ja ganz interessant. Erstmal bleibt sie Flügel, aber das kann ich dann später nochmal ändern. Aber die soll sie erstmal voll machen. Edel. Das gleiche. Spare ich erstmal. So, Ruby kann jetzt Magier werden. Wow, schöne Drehung. Ja, gerne wechseln. So, Ferdinand ist jetzt... Warte mal, er ist jetzt gerade Soldat oder was? Er könnte aber auch so viel anderes sein. Bleib erstmal Soldat, bis das fertig ist. Caspar. Kann ich weiterentwickeln. Ja, Faustkämpfer, du bist Faustkämpfer. Kleidung, was ist Kleidung? Yes. Nicht verwendbare Waffen, Kampfflächen, Magie und Fertigkeiten wurden automatisch gegen optimierte Alternativen getauscht. So. Wie sieht es bei Petra aus? Petra kann ich jetzt auch verbessern. Söldnerin, Diebin, Söldnerin, Diebin, Söldnerin, Diebin. Erfahren im Knacken von Schlössern. Ja, ich mach sie erstmal zu Diebin. Irgendwer muss ja hier die Schlösser knacken, ne? A new challenge. Okay, Manuela ist mir Wumpe. Dann sieht das doch schon mal gut aus. Can't wait to see how you do. Dann hatte ich noch ein neues Inventar bekommen. Giftschwert kann sie behalten. Oh Gott, Braun da. Heilige Waffen verfügen über einzigartige Eigenschaften. Wenn eine heilige Waffe von jedem eingesetzt wird, der das entsprechende Wappen besitzt, werden alle Heileffekte erhöht. Heroenrelikte sind zwar mächtig. Oh, mein Fernseher geht gleich aus. Moment. So. Heroenrelikte sind zwar mächtig, verfügen in ihrem Ausgangszustand jedoch noch nicht über ihre wahre Stärke. In der Schmiede kannst du ihre Effekte entfesseln. Ja, bis jetzt habe ich noch keine Schmiede gehabt. Habe ich ein Bataillon? Habe ich immer noch nicht, ne? Eisenbuch. Ich habe, glaube ich, ein besseres Eisenbuch. Genau, du kriegst Eisenbuch plus 3. Hast du dir verdient. Eisenlanze habe ich nichts besseres. Sichel kann er einfach noch nicht tragen. Und das hat die Ritzer auch gerade. Linhard kriegst Eisenbuch plus 1. Eisenpanzerhände, das ist schon das Beste hier. Einen besseren Bogen mittlerweile.
Nur ein Eisenbogen. Ja, jetzt habe ich ihr nichts Geileres gegeben, ne? Ja, beim nächsten Mal. Kommst du auch noch dran. Petra kriegt ein Eisenschwert plus 3. Ja. Das ist der Ursprung des Windrufers. Aha, warum hat sie denn so ein Edelzauberding? Hebt gelegentlich den erlittenen Schaden auf. Okay, das ist krass. Ja, ich glaube, ich bin gut aufgestellt. Ansonsten, was habe ich hier noch? Einrichtungsinfos. Okay, wenn ich grobes Baumaterial habe, dann könnte ich die erweitern, die Sachen. Unterstützungsgespräche, geht da mittlerweile was? Nee, aber es baut sich so nach und nach auf. Lagerhaus. Lebensfrucht, stimmt. Kann ich auch mal benutzen. Wer hat denn wenig Förder? Wer war das eben gerade? Irgendwer hat den super wenig. Ja, Ruby hat natürlich nicht so viel. Linhard ist ganz schlimm. Monika ist ganz schlimm. Veritza. Oh, sie hat aber gut Health. Ja, ich glaube, ich gebe das erstmal Hauptcharakter. So. Okay, ich bin durch. Ich bin durch. Oder? Ich kann ja dahin warten, ne? Stratege. Ich will den Kampf ziehen, ja. Sprich mit dem Strategen, um in den nächsten Kampf zu ziehen. Du kannst auch am Tor des Basislagers ausrücken. Oder indem du ZR drückst. Über die Kriegskarte kannst du ein Schlachtfeld auswählen, auf das du ausrücken willst. Blaue Regionen bereits erobert, rote Regionen können erobert werden. Wenn du den Kampf gewinnst, eroberst du diese Region und erhältst zudem Zugang zu allen benachbarten Regionen. Über die Kriegskarte kannst du zudem erneut zu Gebieten ausrücken, die du bereits erobert hast. Jedes Kapitel umfasst mehrere Kämpfe. Hauptquests, der letzte Kampf des Kapitels, Subquests, andere Kämpfe im Verlauf des Kapitels. Schließe die Hauptquests siegreich ab, um die Geschichte fortzusetzen. Hauptquests und Subquests werden auf der Kriegskarte unterschiedlich angezeigt. Okay, Eieiei, sind das alles Kampfmissionen? Kann ich das jetzt alles machen, oder was? Was ist hier los, ey? Ein geheimer Raum unterhalb des Schlachtfeldes. Ein ziviles Haus, das die Schlacht unbeschadet überstanden hat. Aber anklicken kann ich das nicht. Ist das quasi alles in dem Bereich jetzt hier, oder was? Okay. Haus Burgundy von der Allianz hat sich auf die Seite der Kirche der Mitte gestellt und verhindert den Vormarsch des Kaiserreichs. Besiege ihre Streitkräfte und kämpft den Weg frei. Glaube ich jetzt das Einzige, was ich machen kann. Ja. Okay. Alle Gegner besiegen. Flugrouten. Manchmal gibt es Flugrouten über Klippen und anderes unpassierbares Gelände. Flugrouten werden auf der Karte mit markiert und können nur von flugfähigen Klassen wie Pegasus-Rittern genutzt werden. Und das auch nur... Guck mal, wir können ja auch mal die Kamera wieder anmachen. Und das auch nur, während sie reiten. Drücke nahe der Flugroute B oder begib dich beim Spurten auf sie, um automatisch auf die andere Seite befördert zu werden. Ich habe, glaube ich, gar keine fliegende Einheit. Habe ich nicht. Okay. Dann muss ich jetzt ein paar Wege finden. Edelgard geht dann da oben hin. Was ich mit ihr machen soll, weiß ich gerade nicht. Monika geht nach unten und da kann ich sie dahin schicken. Genau, und dann weiß ich. Ich weiß, was ich tun will. Ab Kapitel 4 kannst du im Kampf den geteilten Bildschirm für 2 Spieler zu aktivieren. Ist das Deutsch? Der geteilte Bildschirm für 2 Spieler ist bei bestimmten Quests nicht verfügbar. Ja, aber warum nicht online? Drücke während der Kampfvorbereitung Minus, um vom Menü oder vom Bildschirm der Kampfkarte aus zwischen dem Einzel- und dem Zweispielermodus zu wechseln. Die Steuerung für Spieler 2 kann auch über das Pausenmenü angepasst werden. Blablabla. Ist mir egal. Das steht da nicht. 7 Minuten Zeit, 500 Gegner töten. Oh, das ist nicht viel. Okay. Los. The fight starts now. None will stand between us. Okay. Dann Here I go. Edelgard. No mistake. They must Mach learn den who Platz. they're up against. Monika. Schnapp dir das Ding hier. Begin. Petra.
Mach The sky spirit. das. Ich gehe da nichts. Bright new future I envision. I will do all that I can. Aber aufhören zu blocken. Das ist ja Dreistigkeit. Ich hätte natürlich auch noch adjutantenmäßig was machen können, habe ich auch nicht. Besiege die Gegner, bevor die Verstärkung eintrifft. Ja, ich versuch's mal. Verlust von Einheiten wird im klassischen Modus gespielt. Sind ab Kapitel 4 Einheiten, deren KP auf 0 fallen, für immer verloren. Verlorene Einheiten sind nicht länger für Einsätze oder Unterstützungsgespräche verfügbar. Das ist halt... Das ist mir zu heftig. Das fände ich zu traurig irgendwie, wenn einer sterben würde und dann geht nichts mehr mit dem. Kann ich nicht. Bin ich nicht der Typ für irgendwie. Weiß ich nicht. Hier eine neue Waffe erhalten, das ist schon mal sehr schön. Aber man merkt schon, die halten jetzt ein bisschen mehr aus als so davor. Warte mal, jetzt spiele ich sie und du kommst mal nach hier unten hin. So, ich kann die auch mal anvisieren. Der Angriff war, kennt sie, oder? Ja, doch, Petra kämpft dafür. So, was ist das dann? Ne, Mission. Beschütze die Mönche während der Rekrutierung des Myrmidonen. Okay, das I will gladly have orders received. Das mal kurz machen. Here I go. They must learn who they're up against. Begin. Petra geht mal zu dem. I face my comrades after this. Ich wollte hier mal auf. Looks like you got one tough fight on your hands. Oh, hier soll was los. We can overcome any hardship, including this one. So, sehr schön, Petra. Still improving. Really fighting, but I will not be outdone. Oh, Level Up. Level 10. Ja. Sehr schön. Also mal neue Materialien, gerne. Okay, Edelgard hat wen besiegt. Das war hier oben. Dann den nochmal platt. Auch wieder Level 10 für irgendwen? Ne, Level 3. Monika. Ganz vergessen. Oh, kann der Myrmidone jetzt mal... Yes. Der Myrmidone wurde rekrutiert. Dem Mönch geht's gut. Das ist schon mal schön. Monika muss jetzt hier auch mal ein bisschen aufräumen. Ein bisschen schwach werden. Okay, Kämpfer besiegen. Kriegen wir hin. Oh, ist sie da immer noch nicht fertig. Ist ja wohl nicht. Okay, Petra schicke ich jetzt da hin. Du gehst da wieder runter. Okay. Uff. Gut, Schaden bekommen jetzt gerade mit ihr. I hope this will be useful to Lady Edelgard. Gott, sie haut nicht wirklich rein, ne? Damage-mäßig. Das aktuell muss besser werden.
nicht mal treffen. Okay. So, dann... nee, nicht sie. Auch hier. Und die müssen aufräumen. Gesundheit. Okay, Kampf ist gleich erledigt. Ach scheiße, das war die Hauptmission. Das ist eine Nebenmission nicht abgeschlossen, ne? Mein Gut war jetzt S-Rang, aber... Und Streitkolben gab's. Und Level Up. Aber da hat man echt gemerkt, also... Dass sie so niedrig im Level ist, konnte sie nicht wirklich mithalten. Level Up. Ja, ist ein Klassenfortschritt. Giftlanze 3 und Streitkolben. Super. Speicherdaten überschreiben gerne. Okay, aber doch alles geklärt, ne? 10 Strategieressourcen. Okay, durch die Eroberung von Regionen auf der Kriegskarte erhältst du Strategieressourcen. Strategieressourcen werden benötigt, um während der Hauptquest eines jeden Kapitels Strategien einzusetzen. Verbliebene Strategieressourcen werden nicht in das nächste Kapitel übertragen. Okay, ja. Was mache ich damit? The Imperial Army has invaded Burgundy and will reach Garreg Mach within the month. With no way to stop their advance, we must ready ourselves for a siege. We sent the bulk of the knights away last month, after the Western Church occupied one of our sacred sites. The forces that remain are thin at best. How are we to hold the monastery with such short-handed numbers? It is possible the Empire orchestrated that entire incident to bleed off our strength. Look at how thoroughly information about it was buried, and how quickly the Empire invaded after declaring war. It all feels carefully calculated. I would not put it past them. If they bring war to our doorstep, they will want us on the worst footing possible. If the tides turn against us, we may have to abandon Garreg Mach. Never! Edelgard is already using the Southern Church to erode our legitimacy. And now she has the gall to try and remove us by force? There can be no mercy for tyrants. So help me, I would like to put her entire army to the sword myself. Is it truly too late to prevent bloodshed, Lady Rhea? Edelgard must have her reasons for doing this. If so, they elude me. The woman seems to consider our church's very existence an abomination. Yet she has gone to the trouble of reviving the Southern Church, which implies she does not mean to destroy the faith outright. Perhaps Garreg Mach is the true prize she seeks. Or worse, this entire invasion could merely be a precursor to conquering all of Fodlan. Her purpose matters not. Our charge is to defend the monastery at all costs. I took an oath. I swore I would never again suffer the boots of thieves to sully this land. Rhea. It is a low form of comedy we find ourselves engaged in this day. To think the descendants of their empire will be the first to invade Garreg Mach. All the more reason to prevent it. I care not if we shared blood countless generations ago. I will not permit anyone to defile Mother's resting place. Schließe eine Subquest ab, um in dieser Region Erkundungspunkte freizuschalten. Erkunde sie, um alle möglichen Belohnungen zu erhalten. Okay, Erkundungspunkte
Punkt und Belohnungsarten. Um die Belohnung zu erhalten, musst du den Punkt einfach nur besuchen. Du musst einen Obolus hinterlassen, um die Belohnung zu erhalten. Deine Entscheidungen bestimmen über die Belohnung. Um den Punkt erkunden zu können, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Erkunde jeden Punkt. Okay. Ich klicke da jetzt rauf. Ein Bollwerk, das in einem frühen Kampf erobert wurde. Du hast in einer bröckelnden Mauer einen verborgenen Schatz gefunden. Ja, okay, das war ja leicht. Ein ziviles Haus, das die Schlacht unbeschadet überstanden hat. Eine unverletzte Zivilperson möchte dir irgendwie danken. Ich verdanke euch mein Leben. Nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Blumenschmuck. Und hier auch nochmal. Ein verlassenes Haus, dessen Bewohner nicht auffindbar sind. Es scheint, als wären die Bewohner geflohen. Sie haben einige nützliche Gegenstände zurückgelassen. Und zwar, grobes Baumaterial. Das ist ganz gut. Du hast für die Erkundung der eroberten Gebiete Belohnung verdient. Kehre ins Lager zurück, um sie zu erhalten. So, erzähl, was geht dann ab? Hey, ich hab einen Moment. So, Monika, was willst du? Would you do something for me? Ja, klar. Richtig Bock drauf. Hier will wieder einer mit mir reden. Gehe ich auch nochmal hin. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Edelgard. Right on. Okay, dann gehe ich jetzt mal zur Arbeitsmeisterin, gucken, was sie von mir will. Warum ist eigentlich die Arbeitsmeisterin im Freizeitbereich? Die hat da nichts zu suchen. Freiwilligenarbeit. Du kannst dich im Basislager zusammen mit 2 Verbündeten freiwillig melden, um den Unterstützungswert und die Moral zu erhöhen. Es gibt viele Aufgaben, bei denen ihr freiwillig helfen könnt, und deine Verbündeten haben in Bezug auf sie ihre ganz eigenen Stärken und Schwächen. Melde dich für eine Aufgabe freiwillig, für die deine Verbündeten ideal geeignet sind. Dadurch wird es wahrscheinlicher, dass du einen höheren Rang erzielst, wodurch der Unterstützungswert stärker steigt. Von den Aktivitäten ist die Freiwilligenarbeit diejenige, bei der andere Verbündete außer dir ihren gemeinsamen Unterstützungswert am meisten steigern können. Als Belohnung erhältst du Reputationspunkte. Wenn du den höchsten Rang erreichst, bekommst du Geschenk-Items. Ach, guck mal hier. Ferdinand liebt es, Pferde zu pflegen. Nein. Dann lasse ich ihn mal richtig einen wegstriegeln. So. Und Edelgard am Start. Möchtest du die Aufgabe mit Ferdinand und Edelgard in Angriff nehmen? Ja. Das ist das perfekte Reitteam. Diese Pferde, ne? Was ist mit denen? Wie die aussehen? I've got nothing to worry about with the two of you on the job. You are always one step ahead of me, but today is my time to shine. Yes. Go Richtig easy on yourself, enthusiastisch. Ferdinand. You've nothing more to prove to me. Super! Ah, guck mal, ein bisschen motivierter sind sie jetzt. Just look at what we accomplished together. Ja, aber echt toll, wie du das Gras gefegt hast. I hope so, although I'm not certain how much one has to do with the other. Okay, Moral. Interaktion und Geschenke können die Moral eines Verbündeten erhöhen. Je voller die Moralanzeige, desto mehr Schaden fügt der Gegner zu. Ist sogar wichtig. Wenn die KP einer Einheit während des Kampfes auf 0 fallen, wird ihre Moral um eine Stufe gesenkt. Beim Übergang zum nächsten Kapitel wird die Moral... Naja, jetzt fängt man wieder bei 0 an. Wenn du dich freiwillig meldest, erhältst du Reputationspunkte. Die Menge hängt von deinen Ergebnissen ab. Reputationspunkte kannst du in deinem persönlichen Quartier gegen alle möglichen Items tauschen. Okay. Einverstanden. Mhm, hast du mal. Verpflegungsbereich. What?
Oh yeah, schöner Hering. Und eine Rübe. Unterstützungsgespräche. Wenn der Unterstützungswert erhöht wird, um die Bande zwischen Verbündeten zu stärken, werden Unterstützungsgespräche verfügbar. Kennt man ja, ne? Durch Ansehen der Unterstützungsgespräche wird der Unterstützungslevel der beteiligten Einheiten erhöht. Du kannst die Unterstützungsgespräche ansehen, indem du nach einem Gespräch mit einem Verbündeten den entsprechenden Befehl wählst oder im Pausenmenü Unterstützung wählst. Habe ich schon welche? Neue Unterstützungsblas sind verfügbar. Unterstützung, Padalutz und Edelgard. Gib ihm. You know, I don't believe I ever asked your feelings about this war. On the surface, it must seem as though we took Fodlan's fragile piece in our hand and shattered it into 1,000 pieces. What? Is it deep conversation time now? Where'd that come from? It's merely that we've never discussed the matter, and you are in a fairly unique position amidst this all. I thought you might be able to provide some perspective on how an outsider views the actions Adrestia has taken. The way I see it, you just did what you had to. You talk about peace, but it's not like people weren't already getting slaughtered for dumb reasons. I mean, pick your poison. If it's not greedy bandits ransacking your town, it's tyrannical nobles raising each other's land in search of more power. So sure, people will die in the war, but the reforms it'll bring will save at least as many innocent citizens. Maybe even more. I suppose that's one way of looking at it. It's like you said, I'm in a unique position here. Meaning you would have answered differently were you not a mercenary. Yeah. If I was a farmer, for example, I'd be hounding you day and night to end the war. Sure, you say you're gonna bring this bright and beautiful future, but am I really gonna suffer for years, maybe even decades, waiting for it? The stuff you're doing now, enlisting my farmhands, trampling my fields, destroying my crops, just doesn't make it worth the wait. But you know the toll it's taking on your people, yet you choose to press on with the war anyway. So you've got to have a good reason, right? Yes, of course. You certainly don't mince words. Is it the years of mercenary work that made you this way, or have you always been like this? Pretty sure it's who I am. It was just me and my mom growing up, you see. We lived in a village, but for whatever reason, she liked to keep to herself. So, I guess it rubbed off on me. I learned pretty quick not to get attached. Is that so? I would be interested to hear more. Trust me, it's not as interesting as it sounds. Who says it has to be? Interesting or not, I'll have you tell me one of these days. If you say so. Just promise not to freak out when you realize how boring I am, okay? Do I seem like the type of person to freak out about such a thing? Perhaps don't answer that. Ja, Unterstützungslevel C erreicht, das ist schon mal sehr gut. Das war jetzt auch das Einzige, was ich machen konnte. Warum haben Linhard und Rote eigentlich so ein komisches Symbol daneben? Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. So, was wollte ich machen? Kochen wollte ich. Durch das Steigern des Unterstützungswerts werden die Bande zwischen Verbündeten gestärkt und ihr Unterstützungslevel erhöht. Ist ein Unterstützungsgespräch verfügbar? Ja, das ist so alles klar. Ein höherer Unterstützungslevel bringt nützliche Effekte mit sich, wenn du die Einheit zu deinem Adjutanten im Kampf machst. Während die Einheit als Adjutant zugewiesen ist, füllt sich die Adjutanten-Angriffsanzeige schneller und die Schutzanzeige auch. Und Partnerspezialangriffe sind noch mächtiger. Werden Unterstützung und Taktik-Signaturfertigkeiten geteilt. Oh Gott. Ja, wird schon. Kann ich denn hier jetzt was machen? I am counting on you. I am counting on you. Da muss das machen. Nee, das ist die Arbeitsmeisterin. Ich dachte, ich kann jetzt bei dem kochen. Ich
Ach, der kocht mir jetzt. Ach da, Küchenmeister, okay. Ich dachte, Ferdinand macht mir das. Bin enttäuscht. Kochen. Im Verpflegungsbereich kannst du für deine Verbündeten kochen und mit ihnen essen. Du kannst die Zahl der verfügbaren Gerichte mit Hilfe der Einrichtungseffekte und durch das Beschaffen von Rezepten erhöhen. Jedes Gericht hat einzigartige Mahlzeiteffekte. Mahlzeiteffekte werden auf alle Verbündeten angewandt, bleiben bis zum Ende des aktuellen Kapitels aktiv, werden mit anderen Mahlzeiteffekten gestapelt. Du kannst 2 Personen, die mit dir essen, auswählen. Ihre Moral und Unterstützungswert erhöhen sich. Deine Verbündeten haben ihre eigenen Vorlieben. Wenn es ums Essen geht, servierst du ihnen ein Gericht, das sie gerne essen, steigt der Unterstützungswert stärker. Gerichte erhalten zudem eine Kochbewertung, die darauf basiert, wie gut sie zubereitet sind. Je höher die Bewertung, desto mehr steigt der Unterstützungswert. Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen wir denn? Die Kriegeranzeige fühlt sich schneller, Erweckungsanzeige fühlt sich schneller, füllt bei Kampfbeginn Kriegeranzeige auf. Da klingt das am besten. So, die sind schon auf B. Ich hole mir schon mal Ferdinand. Da habe ich ein neues Unterstützungsgespräch. Und Petra mag das Essen nicht. Warum bist du so, Petra? Warum? Komm, dann kann ich nochmal Ferdinand. Ey, Ritzer, komm. Oh ja. Nur gut? Das ist nicht in Ordnung. Yeah, the flavor's not really there. Might want to try something different next time. Aber es sieht gut aus. No. Did you really? Oh, you did. This is my absolute favorite. Thank you. Liebt es. This is my favorite. Oh. Ja. Aktivitätspunkte. Wenn du mit deinen Verbündeten Zeit verbringst, verbrauchst du Aktivitätspunkte. Zu Beginn eines neuen Kapitels werden deine Aktivitätspunkte automatisch vollständig aufgefüllt. Du sammelst auch Aktivitätspunkte, wenn du auf der Kriegskarte Gebiete eroberst und Erkundungspunkte erforscht. Impressive. By the way. Geschenke machen. Ey, das ist schon echt viel los in dem Spiel, ne? Was man so machen kann und muss und soll. Du kannst Verbündeten im Basislager Geschenke geben, um den Unterstützungswert und die Moral zu erhöhen. Bei Geschenken haben Verbündete ihre eigenen Vorlieben. Entsprechend erhöht sich der Unterstützungswert stärker, wenn du ihnen ein Geschenk gibst, das sie mögen. Geschenke können hauptsächlich im Laden gekauft werden. Uff. Warte, wo geht das? Generell. Gib Edelgard ein Geschenk. Aber wir haben auch ein neues Unterstützungsgespräch. Das pfeifen wir uns einmal kurz rein. Und zwar mit Ferdinand. Da ist er. Ah, fiery as ever. What an inspiring sight. Oh, hey Ferdinand. You think so? The way I see it, a mercenary who doesn't train every day probably won't stay a merc for long. I cannot dispute your logic. Though, I must say, you never did strike me as a typical mercenary. And your upward trajectory has proven me right. To go from nothing to a commander rivaling even the finest of nobles as quickly as you have is astounding. You are the most intriguing woman. Natürlich nehme ich das Kompliment That's an. because I've made a habit of giving my all. I'm honestly just happy to have earned Edelgard's respect. You're all, you say? Something wrong? To the contrary, I find your attitude inspirational. We are birds of a feather, you and I.
every task I undertake must also be done to utmost perfection. Polishing my armor? It shall have a mirror sheen. Cooking a meal? Let not even a single ingredient go to waste. True nobility means surmounting any challenge before you with no less than every fiber of your being. That's taking it a little far, don't you think? Maybe you're not wasting food, but what about your time and energy? And I'm not any sort of noble, you know. I am aghast. Are you suggesting that devoting myself fully to every endeavor is wasteful? I mean, yeah. If you put your all into every little thing, you'll run out of stamina right when you need it most. You're like the knight in that proverb, the one who spends all day building a fence around his Pegasus, only for it to fly away. Valuable advice for a Pegasus, perhaps, but I am no beast. I am Ferdinand von Eyre. I know that you're different. I do. But everyone needs to take it easy sometimes. If you always keep your bowstring taut, it's just gonna snap when you actually need to fire. I assure you I am no bowstring either. But I take your point. However, there is no cause for concern. As I have told you on multiple occasions, I am Ferdinand von Eyre. Whether I am resting, enjoying leisurely pursuits, or simply in contemplation, I always apply all my energy to the task at hand. At work or at rest, I will forever give it my all. Seriously? What's full-on resting even look like? Unterstützungslevel C. Okay, dann bin ich da erstmal fertig. Einen Aktivitätspunkt habe ich nur noch, das ist nicht viel. Genau, ich sollte Edelgard noch ein Geschenk machen, ne? Ein Geschenk geben. Ja. Nehme den Blumenschuh. Oh, ich habe keine Geschenke. Ja, was ein bisschen doof ist, muss ich denn jede Einheit suchen, wenn ich den ein Geschenk geben will? I carry a little of everything here. So. You've got an eye for quality, Erstmal friend. Blumenschmuck. You've got an eye for quality. You've got an eye for quality. You've got an eye for quality. You've got an eye for quality, friend. You've got an eye for quality, friend. Ja. You've got an eye for quality. You've got an eye for quality. You've got an eye for quality, friend. Alles meins. So. Hope to War see you jetzt again teuer soon. genug. Ich kann aber nicht die jetzt raufgehen und dann irgendwie sowas machen. Ich muss die wirklich finden, die Leute. Aber kann ich die dann in der Karte oder auf der Karte irgendwie sehen? Einheit. Ah, man kann direkt zu den Einheiten springen. Okay, das ist genial. Das ist wirklich genial. Dann Edelgard erstmal. Ein Geschenk geben. Du willst doch sicher noch ein Blumenschmuck. I appreciate. Da. Stimmungskanone ist sie jetzt. So, dann haben wir jetzt Hubi als nächsten. Wie geht's ihm eigentlich? Ein Geschenk geben. Was mag er denn? Stecke Handarbeit, Fleisch, Jagen, Gartenarbeit. Ist er Mode interessiert? Ich weiß nicht, glaube ich nicht. Er mag Ironie, Kaffee, Intelligenz und nützliche Leute. Ja. Schwierig. Das ist echt schwierig. Was passt denn dazu? Ja, fast nichts, ne? Aber Lüdke, echt vor 2 Jahren hast du die geholt und jetzt das erste Mal getestet. Was fehlt denn da? Dass das nicht geht. Ah ja, schon recht motiviert, da muss ich nichts machen. Petra gucke ich mir nochmal an. Die habe hier gerne im Kampf dabei. Wie es ihr geht.
Magst du denn im Meer schwimmen? Sonnenschein, auf Bäume klettern. Dann mag die doch das stimmt irgendwas mit Garten hier, Gartenarbeit. You have my thing. Fand's jetzt nicht super geil, aber sie fand's okay. Ach komm, sieht auch aus, als würde sie schicken Haarschmuck mögen. Ah, die Anleitung dazu. Uff. Gibt's die vielleicht, ganz oft hast du diese Anleitung als PDF im Netz auch. Vielleicht kannst du da irgendwie was entdecken. Gehen wir zum Lehrmeister. Oder gehe ich nochmal zum Arbeitsmeister? Oder nochmal essen? Geh nochmal essen. Warte. Das Ding. Da haben wir ja auch die... Wer mag denn das? Wer findet das denn lecker? Das mögen nicht so viele. Kommt nicht so gut an, das Essen. Das auch nicht. Ja, das kommt zumindest bei Petra gut an. Ist auch schon mal was wert. Ja, und das mögen recht viele, aber Petra nicht. Dann nehme ich das. Obwohl, Petra habe ich ja schon auf einer höheren Stufe. Wann ist das passiert? Hatte ich vorhin schon das... Nein. Unterstützungsgespräch mit ihr? Kann mich gerade gar nicht erinnern. Na komm, Monika. Und trotzdem Petra, weil ich kann. So. Ja, ich würde auch sagen, mach dich da nicht wild, das funzt schon am Ende des Tages. So. How did you know this was my favorite? Na, weil das UI mir das gezeigt hat. How did you know I would have enjoyment of this? Oh ja, jetzt sind die zumindest gut motiviert. Und wir haben ein neues Unterstützungsgespräch. Ja, guck dir das an. Gönnen wir uns. Hey there, Petra. Off to train? I'll join you. That would give me much joy. An opponent with toughness will keep me upon my toes. You mean me? Nah, you're way tougher than I am. Also, aren't you a queen now? I didn't realize dawn to dusk training was part of the Brigid Royal Regimen. I have not become queen yet, but there is an understanding that it will happen. And yes, in Brigid, royalty must have knowledge of fighting. I mean, we must know how to fight. To be leading our people, a ruler must have more strength than any other. They must be the hardest to kill. My people are expecting this of me. So it's the toughest person calling the shots, huh? I love it. What could possibly go wrong? This is how it is meant to be working. But such things do not always go with smoothness. Mercenaries are always seeking strength too, correct? That's true. A merc lives and dies by the sword. If you're not better than the next opponent you face, they'll be the last one you face. Yes, dying is without productivity. But it gives me surprise that you do not avoid jobs of danger. A queen must be facing any wolf who comes to her door, but you can have pickiness when selecting fights. Depends on how much food you can put on the table that week. Most of us mercs barely scrape by hand to mouth. End of the day, it's just business. Some mercs will take the coin and blow town, and some employers are more than happy to hang us all out to dry. I guess you don't have a lot of sellswords in Brigid, huh? Correct. We do not require the selling of swords. In Brigid, everyone is a hunter. Everyone is a fisher. Everyone is a warrior. There is no need to be hiring, or to be hired. That sounds incredible. In a place like that,
Nobody'd have to risk their life just to get a bite to eat. Your words give me great happiness. I will always be full of pride for Bridget. Monica, why are you just standing there? I was waiting for you. You were speaking with Her Majesty, yes? Yep, just going over some strategy. Why? Did you need me for something? No, not exactly. So, what did Her Majesty say? Well, she wanted to get my opinion on how best to utilize our mercenaries, since they all use different weapons. We're gonna be fighting some upcoming battles on terrain that'll make it harder to use lances, so we were trying to figure out how to deal with that. And you didn't speak of anything else? Well, yeah, but it probably wouldn't interest you. Mercenary stuff, you know. That's not quite what I meant. There was cake for everyone, was there not? And I'm pretty certain there were fresh flowers throughout the room. Did you not see them? Oh yeah, that cake was great. Did you want a piece? Flowers, though. I think maybe there were some little white ones? Ugh, I have no interest in your opinion. I want to know what Her Majesty thought of them. Oh, I don't know. She probably said something nice, but I wasn't really paying attention. You weren't? Ugh. Never mind. I suppose I will have to ask her myself. I just want to know what Her Majesty genuinely thought. You were summoned by Her Majesty and granted the honor of giving her counsel. Then, she graciously offered you cake. And you didn't even have the decency to watch her eat it? Honestly, what is wrong with you? Sorry if I let you down somehow. I don't think I really get what the big deal is, though. Want me to go ask her right now? No, please don't. If Her Majesty learns I was prying about such things... I do not want to bother her with these trivialities. Forget I said anything. I see what's going on here. The cake and flowers were your doing, weren't they? That's why you were asking me about how Edelgard reacted. Yes, okay? Just please, not another word of this. All right, I get it. Well, not really, but... I beg you, forget this ever happened. The situation is far more complicated than you realize. Okay, jetzt glaube ich, bin ich in der Stadt Java erstmal durch. Wie war es nochmal mit rausgehen? Weiter zur Kriegskarte, genau. So einfach war das. Aber ich hatte auch noch neue Ausrüstungsgegenstände, ne? Zum Beispiel für Ferdinand. Eine neue Lanze. Eine Giftlanze plus 3 nämlich. Kann ich ihm geben. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich noch Neues hatte. Kann das ja so durchklicken, ne? Vielleicht ein bisschen angenehmer. Ja, auf den habe ich nichts. Für Bernie habe ich auch nichts. Hier habe ich das schon gegeben. Ja, ich glaube, das war's schon. Okay. Jetzt gehen wir mal wieder zur Kriegskarte. Da waren wir schon wieder lange nicht mehr. Genau, das ist alles erledigt und dann muss ich das machen. Ein ziviles Haus in einem Dorf nahe dem Schlachtfeld. Während des Errichtens einer Basis wurden die kaiserlichen Gepanzerten von den Soldaten der Kirche entdeckt. Beeil dich und rette sie. Okay, ja. Dafür wird sogar ein Trainingspunkt wiederhergestellt. Das ist doch ganz nett. Was ich vorhin nicht gemacht habe, war mein Team irgendwie vernünftig aufzustellen. Ich habe einfach die genommen, die mir vorgeschlagen worden sind, aber ich möchte es mal selber machen. Energiegeladene Einheiten. Manchmal fangen Einheiten
die nicht am letzten Kampf teilgenommen haben, an, sich energiegeladen zu fühlen. Energiegeladene Einheiten, die im Kampf eingesetzt werden, erhalten Bonuserfahrung. Ah, und das ist dieses Symbol. Energiegeladene Einheiten erhalten während des Kampfes Bonuserfahrung. Im Kampfergebnisse Bildschirm erhalten alle entsandten Einheiten Bonuserfahrung, die darauf basiert, wie viele energiegeladene Einheiten eingesetzt wurden. Nach einem gewonnenen Kampf fühlen sich Einheiten nicht länger energiegeladen, unabhängig davon, ob sie im Kampf eingesetzt wurden oder nicht. Durch gewisse Aktionen im Kampf wird der Unterstützungswert erhöht, durch das Besiegen eines gegnerischen Generals mit Hilfe eines zugewiesenen Adjutanten, durch Auslösung eines Partner-Spezialangriffs mit einem zugewiesenen Adjutanten oder durch Heilung eines Verbündeten mit Magie. Jede dieser Aktionen führt einmal pro Kampf zu einer Erhöhung des Unterstützungswerts zwischen den gleichen zwei Einheiten. Wenn der Kampf gewonnen wird, erhöht sich außerdem der Unterstützungswert zwischen allen im Kampf eingesetzten Einheiten. Ist auch nett. So, dann muss ich ja... Liste? Eingesetzte Einheiten, genau. Kann ich mal Doubts ersetzen? Warte, oh Gott. Jetzt schon wieder die Einheit. Edelgard? Nee. Einheit wechseln, so geht das. Okay. Jetzt habe ich's. Einheit wechseln. Ich kann ein paar Doubts rausnehmen. Wo sehe ich, wer energiegeladen ist? Linhard, Dorothea. Also wir haben zwei energiegeladene Charaktere, die beide Level 1 sind. Dann nehme ich Monika raus für Dorothea. Und dann kann ich sie ja so adjutantenmäßig aufsaugen. Edelgard, Petra. Ja, dann Petra, tut mir leid, Edelgard ist Vorrang. Nehme ich hier Linhard rein. Okay. So. Ich denke, bin ready. Auf geht's. Stand da gerade, wie schnell ich sein muss oder wie langsam? Ja, weiß nicht. So, jetzt habe ich schon mal Dorothea schnabuliert mit ihr. So, ich glaube, hier mache ich auch mal eine Familienzusammenführung. Wo ist sie denn? Da. Linhard und du gehst mal wieder zu Edelgard. Besetze die Bollwerke und rette die Truppen der Magier. Ja, versuche ich. Oh, warte, ich muss... ist hier Magie besser bei dem Soldat? So sehr schwach ist mit Level 1. Sehr aufpassen. Blitzmagie, der Status elektrifiziert. Blitzmagie-Angriffe können Gegner mit dem Status elektrifiziert belegen. Elektrifizierte Einheiten geben Elektrizität ab, wenn sie zu Fall gebracht werden, wodurch sie Einheiten in der Nähe Schaden zufügen und diese ebenfalls mit dem Status elektrifiziert belegen. Je stärker der Elementareffekt des Angriffs, umso höher die Chance, den Status elektrifiziert zu bewirken. Auch der Schaden durch die Entladung von Elektrizität wird erhöht. Ja, ich wechsle lieber wieder. Auch wenn das Schwert schwach ist, der Level-Vorteil ist halt hoch. So. Ah ja, guck mal, schon mal Level 2. Das ist doch nicht schlecht. Kann ich noch mal sehen, was ich für einen S-Rang brauche? Ja, nee, weiß ich gerade nicht. So, die Magier befinden sich in Schwierigkeiten. Das ist nicht gut, der ist nicht gut. Ja, warte, dann schicke ich die erstmal zum am weitesten Deckenpunkt. Und dann muss ich hier aber auch ganz kurz mal das regeln. Wirklich ja schon mal einen Myrmidon erledigen. Weil warum nicht? Ah, gekontert. Das weiß ich gar nicht. Ist das dann die Hauptquest? Nicht, dass ich dann schon gewonnen habe, wenn ich die erledigt habe.
Ne, Magier wurden gerettet. Sehr schön, dass das funktioniert. Okay, die schicke ich jetzt wieder nach unten. Das Ding hier clearen. Warte, falsches Team, die wollte ich steuern jetzt. Ist nämlich noch so ein Dude. Faustkämpfer, will ich erledigen. Eine Diebin. Oh, stopp. Stopp. Oh, if I must. Dieb erledigen. In der Mission, die Diebin ist ein Anmarsch auf die Truhe und muss besiegt werden. Ja. Da bin ich dabei. Was ist denn der Dieb? Jetzt hier eben. Hä? Wer hab ich denn da hingeschickt? Linhard. Oh, verdammt. Linhard ist doch so schwach. Edelgard, komm mal bitte. Ist halt Level 1, was soll ich denn? Warum lässt sich Edelgard so viel Zeit? Können wir mal darüber reden? So. Adjutantenpower. Wir sind jetzt zusammen. Und man merkt das, ne? Die Waffe soll schwach sein, aber sie ist einfach trotzdem stärker als Linhard. So, yes. Der ist der Schlüssel gedroppt, oder? Ja. Diebin wurde besiegt. Wenigstens das. So. Jetzt da mal kurz helfen. Hier weitermachen. Petra im Team, dann hätte ich das natürlich alles auch machen können, aber habe ich nicht. Oh, warte, ich habe einen Schlüssel tatsächlich. Ich habe einen Schlüssel. Hab ich das denn mit beiden? Ja. Dann schicke ich die mal kurz zur Truhe. Bevor die das machen. Ich glaube, der hält hier noch ein bisschen aus. Die Truhe war da oben. Warte mal. Kann ja auch sagen, dass sie die Truhe öffnen sollen. Truhe öffnen. Ja, perfekt. Die werte Ritterin wurde gerettet. Okay, hat sich von alleine gelöst. Bedingung für den Sieg hat sich geändert. Hab ich jetzt respektiere die Truppen. Okay. Das ist fast ein Selbstläufer, oder? Hat der jetzt das gedröppelt? Oh Gott, nein, jetzt. Oh, ich hab den Controller so gehalten und bin auf A gekommen. Ja, es hat lokalen Multiplayer-Lücke. Man kann bei einigen Schlachten sich der zweite Controller eindrücken. Aber das ist halt auch nichts Wahres und da hast du halt auch noch Splitscreen. Also sowas wäre online halt irgendwie viel sinnvoller. Oh Gott, Magier kriegt ja richtig aufs Fressbrett. Oh, die Truhe wurde geöffnet, ne? Dann hilf mal da jetzt schnell. Erledigt. Hier ist auch noch irgendein Dulli. Ja, komm. Machen wir es so.
war dabei. Ja, ist kaputt. Was ist das? Geht. Oh ja, Level 10. Sehr schön. So, dann geht man dahin. Was geht hier so ab? Sieht alles eigentlich ganz gut aus. Aber das Ding will ich ja auch nochmal. Dann steuere ich die selber für. Oh, da unten hat jemand Probleme. Myrmidone. Ah, bin ja schon da. So, easy peasy. Jetzt neues Material erhalten. Take a breather. Ja, das war's leider schon. Na gut, hätte gerne noch den Rest übernommen. That takes care of the rescue, and not a moment too soon. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt gut oder schlecht war. Es war gut. Sehr schön. Aber relativ viel Schaden erlitten, aber für den S-Rang hat es gereicht. Und es gibt den Energiegeladen-Bonus. Oh ja, Erfahrung ist wichtig. Ja, sie ist halt immer der Held. This'll help me break new boundary. Verschiedene Klassen meistern. Deine Einheit kann einige der Fähigkeiten, Kampftechniken und einen Teil der Magie, die sie in anderen Klassen gelernt hat, weiterhin nutzen. Lass deine Einheit zu einer anderen Klasse wechseln und andere Kombinationen ausprobieren, wenn sie eine Klasse gemeistert hat. Also Schwert 2. Okay. Ja, speichern finde ich gut. Genau, jetzt habe ich Trainingspunkt, Strategieressourcen, neue Lagerfunktionen. Ja, ich werde ja eh auf Zwang dahin geschickt. Might I borrow you? Ja, komm. Well, well. Don't let me down. Okay, ja, dann gehe ich mal zum Verwalter. Hallo Verwalter. Sprich mit dem Verwalter, um deine Einrichtung zu erweitern. Die Erweiterung einer Einrichtung erhöht deren Funktionsumfang und bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Durch die Freischaltung von Einrichtungseffekten wird zudem dein Lagerlevel erhöht, wodurch der Grundbetrag deiner Trainingspunkte und Aktivitätspunkte steigt. Du kannst die Ressourcen, die für die Erweiterung von Einrichtungen benötigt werden, größtenteils durch Erkunden auf der Kriegskarte beschaffen. Du kannst eine bestimmte Einrichtung auch erweitern, indem du mit dem Leiter dieser Einrichtung sprichst. Allow me to assist with any matters regarding the facilities. Okay. Übungsplatz. Erhöht die Anzahl der Trainingsplätze auf 4. Ja, das will ich haben. Warum nicht? Mehr kann ich da nicht holen. Dann Freizeitbereich. Was geht hier? Kann ich was anderes kochen halt? Marktplatz. Erweitert das Sortiment an käuflichen Geschenken. Nee, mach ich hier. Das Ding. Mehr kochen können. Wir sind kein Material mehr. Let me know if I may be of further service. Okay, dann gehe ich jetzt mal zum... Wie ist der Dude? Lehrmeister. Trainingssession. Achso, ja, hier, die Klasse bei ihr war ja fertig. Dann muss ich was anderes machen. Söldnerin. Warum nicht? Well, this'll take some... Ja. Ja. Warte. Ah.
So, Edelgard. Oh, guck mal, sie kann auch zum Pegasus-Ritter werden. Aber nee, ich lasse sie erstmal den Panzerlord voll machen. Ansonsten sieht das, glaube ich, bei allen noch ganz gut aus. Dann trainiere ich mal eine Runde. Mal schauen. Von mir aus trainier das, was du gerade bist. Ja, den Soldat fertig machen, finde ich gut. Edelgard hat die Soldatin schon voll. Panzerlord aber noch nicht voll. Brauche sie aber auch nicht. Vielleicht nehme ich Edelgard mal raus. Was habe ich denn noch hier? Ritter, den habe ich jetzt auch. Ist noch gar nicht eingesetzt irgendwo. Bei Petras ist die Diebin. Kann sie auch voll machen, ist auch gut. Bing ist der Magier, Bing ist der Faustkämpfer, das ist auch in Ordnung. So, und da kann ich ja jetzt immer noch wen nehmen. Dann Dorothea. Und einfach mal Bernie, weil ich die auch noch gar nicht mit hatte. Ja, sie ist immer noch die erste Stufe, das muss ich unbedingt leveln. Sie ist auch Kämpferin. Danach kann sie Schützin werden, okay. Ja. Was ist aufeinanderfolgendes Training? Das aufeinanderfolgende Training fortsetzen, bis eine Einheit eine Klasse meistert oder die Trainingspunkte aufgebraucht werden. Ja. This power will serve me in the Oh, this is... Okay. Das sieht ja gut aus. Training can be the difference between victory and defeat. Jetzt weiß ich gar nicht. Warte. Wer war jetzt? Dorothea. Und Dorothea. Ist für mich eine Magierin. Priesterin spüre ich da ehrlich gesagt nicht. Magierin. Guess I'll have to... Ja. Und irgendwer war doch gerade noch. Vergessen wir. Aber ihm sieht das alles gut aus. Ferdi war ja... Ah, Ferdi. Den kann ich zum Kavalier machen. Jetzt kann er reiten. gaze upon my... Okay, Hubi, könnte jetzt da so eine Klasse lernen, aber nö. Das erstmal nicht machen. Bei Edel ist auch alles in Ordnung. Und bei ihr ist jetzt auch alles in Ordnung. Gut, der mich vorbereitet. Ich kann das Level-Dings ja nochmal machen. Mal ein bisschen mehr auf Stand bringen. Mal Dorothea. Gott. Auch nochmal schön hochleveln. Bernie. Ja, das sieht schon besser aus. Casper auch nochmal. Dann brauche ich bald wieder Geld. I think I'm in... Ja, Monika. Aber nicht doch. Can't wait to see how you do. Okay, das sieht gut aus. Dann weiter zur Kriegskarte. Na, jetzt kann ich den Schmutz hier nochmal untersuchen. Du hast einige gepanzerte Infanteristen des Kaiserreichs gerettet. Undurchdringlich kann nun verwendet werden. Hab Dank, wir werden unser Bestes geben, um den Gefallen zu erwidern. Gut, dass wir sie gerettet haben. Mit den zusätzlichen Truppen stehen uns jetzt mehr Strategien zur Verfügung. Undurchdringlich.
Okay, Strategien werden manchmal anhand von Informationen hinzugefügt, die von einem Erkundungspunkt bezogen wurden. Diese neu hinzugefügten Strategien können im Kampfvorbereitungsmenü für die Hauptquest ausgewählt werden. Aha, aha, aha. Sein nahegelegenes Haus besucht. Der Mann, der dort lebt, benötigt deine Hilfe. Möchte fort von hier, habe aber nicht genug Gold für die Reise. Wenn ihr mir weiterhelft, bin ich bereit, euch etwas im Gegenzug zu geben. Oh Gott. Ja, ja. Ich brauche jetzt wieder Geld. Eine Einrichtung ist erweiterbar. So, kann ich das jetzt machen? Bereite den Weg für die Eroberung von Garrick Mark, indem du die Armee der Kirche der Sirens besiegst. Ja, kann ich anscheinend machen. Warum ist das hier? Alle Nebenmissionen in diesem Gebiet abschließen. Was ist denn jetzt hier die Nebenmission? Schlachtfeld. Ja komm, ich spiele das jetzt. Okay, Schlachtfeld ist überschaubar. Und jetzt will ich ein... Oh, Hubi ist motiviert. Wer ist noch motiviert? Der Ritzer ist motiviert. Das gibt's ja nicht. Der Ritzer ist einfach motiviert. Kenn ich ihn gar nicht. So, es gibt hier wohl fliegende Leute, so ein paar, ne? So wie das aussieht. Die Ausrufezeichen sind die Gegner, die dort stattfinden, ne? Dann gibt es keine fliegenden Leute. Okay, hab ich das falsch verstanden. Linhard. Dann gibt es ja aber keine mit Schwert, dann brauche ich ihn nicht. Edelgard. Linhard und Edelgard. Nicht Linhard. Glaube ich. Und ja, ich glaube, die kombiniere ich dann. Ja, wird schon. Oder irgendwas kann ich noch. Irgendwas machen? Das mit diesem Befehl, was ich jetzt gerade freigeschaltet habe, da weiß ich noch nicht, wo es geht. Na komm, los. Stay alert, and victory will be ours. It is time. It is time. Da ist er auch ganz kräftig jetzt. Okay. Die Truppen der Soldaten. Ich glaube, ich teile die Leute jetzt mal auf. Schnappt ihr das? Ihr schnappt erstmal den. Du schnappst dir den. Jetzt mit dem auf. Edelgard greift die Gasse an. Gut macht sie das. So, der ist erledigt. Die Frage ist, das die Hauptmission, die da zu killen, ja, ne? Dann muss es ja irgendwo noch eine Nebenmission geben. Ich schicke ihn jetzt erstmal da oben rein. Aufsteigen, absteigen. Ah, lasst berittene Einheiten wie Kavaliere und Pegasus-Ritter durch Drücken von LB auf und absteigen. Das ist gut. Ich habe jetzt schon Angst vor, damit muss immer auf so einem Teil kämpfen. Also ein bisschen langsam, wenn er abgestiegen ist. Aber das Kämpfen ist wahrscheinlich cooler. You know what they say about playing with fire. What next? Hat seine Waffe, hat aber richtig viel Ausdauer. You shall pay for this. You hear? What's next? We cannot allow the battle to continue trending this way. We've got an emergency. Send backup. Okay. Nebenmissionsbeginn. Besiege die Truppen des Banditen und rette die Truppen der Armenien. Okay, ja, dann sollte ich das wohl tun. Angreifen, angreifen, angreifen. Oh Gott, wie viel ist denn da los?
All would be lost if I were to die here. Ich glaube, muss ich auf Hubert wechseln. Selber mal machen. Ey, ist aber echt verrückt viel los. Aber es geht, weil er so ein bisschen auch mäßig gut vorbereitet ist. Yes. Oh, da lebt noch einer, oder? Ja, ist tot. Diesen Basis-Typen kann ich jetzt auch nochmal erledigen mit ihm. Oh, was will Setef denn jetzt? Oh. Okay, aufteilen, Horrorfilm nie eine gute Idee, das stimmt. Hauptmission geändert, besiege Setef. Okay, Let us go to work. Weiß ich nicht. I will see my duty done. Die Ritzer rennen da schon mal rein. Is that an order? Ja. Watch this. No need to fret. Was ist jetzt los? Warum musste ich mir das jetzt tun? Der war fertig. Ist gut. Dann ist ja Ruhe. You have my support. Das ist ein Kackmönche hier. Stand da eben, besiege die Beraterin. Ja. Mache ich gleich. Oh Gott. Liegt da noch einer, oder? Nicht? Nee. Hier rum. Viele von denen. Ah, fuck. Nicht ordentlich was erwischt. Okay, super. Dann gehen wir da hoch. Take a breather. Bear witness. So, dass ich noch schnell hier da Ruhe hab. Soldaten killen. Oh, der Angriff ist auch sexy. Ja, komm. Oh, Level Up für ihn. Der Ritzer. Ja, jetzt sind hier aber auch alle auf einen Haufen, das muss auch nicht sein. Ich schon mal davor. So, und du musst da auch nicht hin. Du kannst da schon mal hin. Okay, jetzt. Kommt was? Oh ja, Level 10 für Ruby. Okay, dann schickst du von mir aus dahin. So, hier ist ein Kämpfer. I'm terribly sorry for the bother, my dear. Hubert besiegt den Kämpfer. Hat er gut gemacht. Jetzt kommt mal ein Basiskommandant.
Aber ihr Ritzer macht das wohl schon. Hallo, ich wollte das schwer haben, genau. Dankeschön. So, jetzt ist alles soweit geklärt. Ich kann jetzt zum Setup übergehen. Ich glaube, jetzt habe ich aber niemanden, der gut gegen die Flügel ist, oder? Nice. Ein bisschen, das Level-Up war nicht so gut. Nicht viele Werte gestiegen. Da kommt der. Oh ja. Kein Stärke gestiegen? Ist ja schwach. Der andere jetzt, anderes gestorben gerade, ne? Ja, Combo kämpfen. Ja, das war's. Hauptmission erfolgreich. Ja, irgendein Siegel. Sehr schön. Und S-Rang. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich hatte. Wahrscheinlich 7 Minuten. Oh yes. This is... Who knew? Ein bisschen Geld. Ein klein bisschen Geld. Und wir haben wieder einen Aktivitätspunkt. Und da ist sie auch. Schlacht um Garreg-Mach. Ein Kapitel abschließen. Sobald du die Hauptquest eines Kapitels abschließt, wird die Geschichte fortgesetzt und das nächste Kapitel gestartet. Woraufhin du die Erkundungspunkte des aktuellen Kapitels nicht länger erkunden kannst. Jegliche verbliebenen Trainingspunkte oder Aktivitätspunkte können nicht in das nächste Kapitel übertragen werden. Stelle sicher, dass du alles getan hast, was du tun wolltest, bevor du zur Hauptquest eines Kapitels gehst. Ja. Ich will das hier untersuchen. Du hast einen Speer gerettet, der seinen Auftrag erfüllt hatte und Informationen von ihm erhalten. Ich habe jede Menge Informationen gesammelt. Ich hoffe, dass ihr sie zu schätzen wisst. Ja, diese Information scheint korrekt zu sein. Jetzt können wir den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen. Brand. Ist immer noch nicht, wie ich den Scheiß da benutze. Du hast Flüchtlinge an einen sicheren Ort begleitet und dafür einige Materialien erhalten. Ich verdanke euch mein Leben. Nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Baumaterial. Der Händler, den du von einem Angriff der Banditen gerettet hast, möchte dir als Dank einige Waren geben. Ihr habt mir das Leben gerettet, bitte sucht euch etwas aus. Stärkering, Eilering, Stärkering, Stärkering, Stärkering. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Haben wir nochmal hier einen Aktivitätspunkt. Und eine Auszeichnung, die wir uns holen können. Bei der Lohnmeisterin. Well, how'd it go? Was haben wir eigentlich Schönes? Ah, guck mal. Mittelstufen-Siegel. Und Felsentritt erhöht Stärke dauerhaft. Auch gut. Any result's a good result. So. Mal, jetzt müssen wir gucken, Stratege, was ging da nochmal? Which battlefield are you headed to? Ach so, das ist dieses wieder auf die Karte kommt. Okay. Verwalter. Allow me to assist with any matters regarding the facilities. Ach, hier kann ich den ganzen Schmutz verbessern. Einfaches Baumaterial. Das habe ich alles nicht. Können wir den Marktplatz aber erweitern. Ja. Weiter komme ich da auch nicht. Lehrmeister, das geht nicht. Küchenmeister, Arbeitsmeisterin.
denke mal, Schmieden und so ist ja auch noch nicht drin. Welcome. Ne. Come back soon. Dann ist jetzt die Frage, kann ich jetzt eigentlich nur noch kochen? Oder das Arbeitsdings machen hier? Care to make yourself useful? Ja, komm, freiwillig melden. Heute machen wir Dokumente ordnen. Das klingt doch spaßig. Und zwar, Hubert muss Dokumente ordnen. Dazu verdonner ich den jetzt. Weil er es liebt. Und, wen denn noch? Sie ist halt schon ausmotiviert. Na komm, Bernie, du darfst. Spannend. Ja, ich hatte die ersten 2 Missionen, Lütke, da hatte ich A-Rang. Da habe ich mir zu viel Zeit gelassen. Obwohl ich das mies fand. Das waren ja 3 Kriterien. In 2 Punkten hatte ich S-Rang und in einem A und dann war Gesamtwertung direkt A. War auch irgendwie mies. Okay, dann muss ich jetzt die Leute nochmal ausrüsten, weil ich ein bisschen was Neues bekommen habe. Also das Eisenschwert plus 3 ist besser als das Giftschwert oder was? Aber es hat kein Gift. Bleibe ich bei Gift. So, Edelgard. Die Giftachse ist jetzt nicht besser als ihr komisches Teil da. Er hat schon Eisenbuch 3. Er hat schon eine Giftlanze. Linhard. Könnte ich jetzt... Ja, warte mal. Dorothea. Dorothea kriegt Eisenbuch 2. So, haben wir das. Wir waren gerade bei Linhard, genau. Für ihn habe ich nichts Besseres. Bernie. Bogen Bernie ist das. Kriegt einen Eisenbogen. Plus 3. Petra ist schon gut ausgerüstet. Monika, womit kämpft die? Auch eine Zauberin, ne? Oder was? Ach so, ja, die hat da ihren eigenen Schmutz. Manuela zaubert, glaube ich, auch. Ja. Jeriza hat seine Sichel. Die ist halt auch schon krass stark. Okay. Dann bin ich damit durch. Und... Warte mal, nicht... Ja, ich will den ganzen Restscheiß hier nicht mit optimieren, ne? Aber was habe ich denn da? Schnellschlag. Entfesselt einen einzelnen mächtigen Schlag. Kraftmittel. Na. Ich lasse das erstmal so, wie es ist. Mach ich anderes Mal. Okay, letzte Mission ist das jetzt, glaube ich, die ich machen kann. Auf geht's. Dass es auch andere Buchstaben gibt. Okay, die Kriegsvorbereitungen sind abgeschlossen und die kaiserliche Armee erreicht das Kloster Garreg-Mark. Es ist an der Zeit, den Sitz der Kirche der Mitte zu erobern. Und dafür gibt es ein Rostschwert und Ambrosia. Du hast das Ende der Demo-Version erreicht. Du kannst diese Speicherdaten in die Vollversion des Spiels importieren. Um fortzufahren, möchtest du jetzt den... Warte, ich kann das jetzt hier... Ich dachte, ich habe das jetzt vorbereitet. Okay. Dann war's das jetzt. Es ist vorbei. Die Demo ist vorbei, Leute. Ich kann das hier nicht starten. Nee, ich will keinen Kauf tätigen. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer es auf YouTube sieht, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Wer auf Twitch dabei war, danke, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe Bock auf das Spiel, ich habe das vorbestellt und sobald das rauskommt, werde ich das halt auch weiterspielen. Denke ich mal, macht ja auch Sinn, ne? Wenn ich Free Houses gespielt habe, dass ich Free Hopes auch nochmal durchspiele. Also, das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.